Hi, und wie ich immer wieder aufs falsche Display schalte, ich weiß nicht warum, ich muss das mal anders benennen. Hi, Carol, hi, grüß dich, hallo. Ähm, ja, ich hab's gesagt, ich hab's reingeschrieben. Wir spielen heute ein bisschen Phasmo, passt sehr gut. Ich habe nämlich Lust, Phasmo zu spielen. Toni hat halt nicht ganz so lange Zeit, passt auch sehr gut. Ich hätte nämlich schon auch Lust, irgendwie noch Animal Crossing danach zu machen, ein bisschen. Machen wir auch. Lea, hi, grüß dich. Also sprich gegen 9 Oh, Uhr werden wir dann switchen, denke ich mal. Kann mal 10 nach 9 werden, kann kurz vor 9 sein, je nachdem, was wir machen, wie wir bei Phasmo rauskommen. Aber gegen 9 Uhr wechseln wir dann zu Animal Crossing. Ich habe es reingeschrieben, ist fast wie Color Blocking, nur mit Genres. Na gut. ja. Ich würde sagen, wir starten mit fortgeschritten auf Tangle, oder? Standard. Ja, also wir hatten jetzt nicht viel Zeit zu besprechen, was gestern falsch gelaufen ist, aber ich hoffe einfach nur, dass es heute besser wird. Gestern war einfach nur schlimm. Gestern war ganz, 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 ganz schlimm. Und ich weiß überhaupt nicht, was gestern falsch gelaufen ist. Ich glaube, dass gestern einfach nur die Geister durchdreht sind. Ich habe das Video Vielleicht liegt reingeschrieben, es auf die Geister. dass es die Geister nicht wohlgesonnen waren. Was ich machen will, ich will mal Parabol das Mikrofon. Ich habe mir da ein bisschen was dazu angeschaut gestern noch. Ich will es mal testen, ob das geht. Okay. Es soll, es war mal ziemlich verbuggt wohl, wie Hölle. Wurde mir auch Mhm. mehrfach gesagt, dass das eine Katastrophe ist, das Teil. Zwischenzeitlich muss es aber doch sehr, sehr brauchbar sein. Und das würde ich gern testen. Also wenn es sogar sehr, sehr brauchbar ist, dann müsst ihr es auf jeden Fall testen. Ja, es soll wohl sehr, sehr gut zum Lokalisieren vom Geist sein. Schon wieder Was, sehr, sehr. ja, was wohl auch heißt, dass wenn ein Geist, übrigens zum Thema Geisterräume wechseln, schau mal kurz auf die Karte. Angenommen, der Mhm. Geist ist quasi jetzt der Raum unter dem Pfeil, der kleine Raum. Mhm. Ähm, oje, ist ja quasi rechts daneben ist ja quasi die Küche und unten runter ist die Garage. Ähm, Mhm. theoretischerweise, oder was nehmen wir anders? Nehmen wir was nehmen wir wenn du für den Eingang reinkommst, Carlo Kappa, Dankeschön, danke dir. Wenn du für den Eingang reinkommst quasi, dann gehst du auch links rein in das Zimmer, wo das Bad ist und der Abstellraum. Weißt du das hinten im Eck um? Mhm. Angenommen, der Geist ist jetzt quasi in dem großen Raum, wo der Ding ist, das Bett steht, das Zimmer quasi. Der Geist kann in diesem Fall durch Wände gehen. Nicht beim Handen, aber wenn er quasi den Raum wirklich wechselt, kann er wirklich wohl in den darunterliegenden, in den oberen, er kann wirklich auch in den Gang rausklippen. Das ist das Arschige. Ist das jetzt speziell wie bei Profi oder ist das immer so? Speziell bei Profi. Bei, Okay. ist wohl auch so in einem Haus, das wir haben, ich glaube, war das Villa oder ich glaube Ridgeview ist es, wo du hochgehst und dann quasi die ganzen Räume um dich rum hast. Man ganz hinten rumgehen muss und dann noch so ein großes ähm, Elternschlafzimmer, sage ich mal, zum haben mit extra Bad. Weißt du das? Mhm. Mhm. Dieses Mhm. Elternschlafzimmer mit dem Bad ist genau auf der anderen Seite verbunden mit dem ersten Raum. Sprich, der kann zwischen den Räumen hin und her klippen, obwohl die eigentlich auf der anderen Seite von der Map sind. Theoretisch. Ah, Also das ist oh, wohl wie kompliziert. ja, ein bisschen so gedacht auch. Hätte wird sie vielleicht Das auch heißt, irgendwann wir Fasten sollten holen und öfter dann mal. werden sie auch und ich mal zusammen spielen. Oh, Lea, sehr geil. Sehr, sehr geil. Bin ja auf jeden Fall Oh dabei bei euch. ja. Ich habe mal übrigens heute noch ganz kurz andere Spiele angeschaut, weil wir haben ja Ghost Hunter Corps schon mal testet. Ich werde es auch noch zeigen im Stream, definitiv. Oder vielleicht mache ich YouTube-Video dazu, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, Stream ist besser. Ich habe es ja ganz kurz angezockt. Das Spiel nennt sich Obsidio. Also Obsidio. Wieder Investigation, der Exorzism, wie Ghost Hunters Corporation, sage ich jetzt mal. Nur das Spiel hat sich irgendwie, ist auch Early Access, ganz, ganz neu. Nur hat sich irgendwie deutlich, deutlich besser angefühlt. Du kannst beten, was das bringt, weiß ich nicht. Ich bin nicht ganz drauf gekommen, wie man einen Geist lokalisiert. Hab's aber einmal geschafft. Du musst halt wirklich dann quasi Beweise sammeln. Gibt auch verschiedene Sachen, eine Musikbox zum Beispiel und so Zeug. Der Geist ist deutlich aktiver. Wenn er handelt, blinkt alles rot. Haruhai. Und du hast quasi die Möglichkeit, dass du je nach Geist verschiedene Items quasi in den Raum legst, die du zum Exorzieren brauchst. Und dann drückst du einfach nur auf den Geisternamen und das exorzierst,
Der Exorzismus startet quasi. Nur so viel jetzt dazu. Wann es wieder mal einen DVD-Stream gibt, sag du mir's, Lea. Allein spielen ist schwierig, DVD. Wenn ihr Zeit habt, dann richte ich mir das ein. Sehr, sehr gern. Wenn ihr kennt mich zwischendurch wahrscheinlich schon so gut. Ich bin immer wieder mal relativ gehypt auf ein einzelnes Spiel und spiele es dann auch dementsprechend wie ein Blöder. Das sieht man ja am Phasmo. Phasmo wird definitiv Part vom Stream bleiben, denke ich mal, immer wieder mal. Kann aber in ein paar Wochen auch wieder abebben. 0,4. Es ist bloß so cool, wie man mal so viele neue Sachen rauskriegt. Du kannst mich jederzeit fragen, wenn ich nicht gerade arbeiten muss. Warst du nicht diejenige, die gesagt hat, du bist aktuell Animal Crossing hyped und DBD ist aktuell nicht so dein Fall? Habe ich dich nicht schon mal gefragt? So ein kleiner Temperaturunterschied ist mir aufgefallen da vorne im Schlafzimmer. Also ich habe gerade Heizung gemacht. Ich habe mir Inzimmer angeschaut, dass quasi der YouTuber, sag ich jetzt mal, das mit Phasmo extrem macht. Das geht mit dem Parabolmikro immer durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich muss man wissen, wo man hingeht. Aber lecco mio, also der ist halt echt schnell, ne? Gut, ich war da nicht drin, weil du da rumgerannt bist. Hier ist es kalt. Hier ist es am kältesten in der Garage. Oder ist Pokémon-Hype größer, aber ich spiele ab und zu mit Susi und Dom mit DBD. Ah, okay. Und die hätte. Ah, cool. Ja, gut zu wissen. Also, können wir gerne wieder machen. Ich bin DBD auf jeden Fall dabei. Haru, DBD war so schlimm? Echt? Ich fand DBD also eigentlich. Jetzt komme ich wieder. Relativ chillig. Tatsächlich. Mikrowelle. Ah, 3,4. Okay. Bisher noch kein Knochen gefunden, seltsamerweise. Bevor die Frage kommt, ja, auch Genshin geht weiter. Ich habe aktuell brav. Ich habe Mikrowelle ist übrigens gerade angegangen. Also, ich sage jetzt einfach mal, der ist da. Ich habe das. Warte. Ich denke, der ist in der Garage. Hier ist am kältesten. 6,1, 6,8, DVD und Chiller. 2,5. Also mich regen die meist krass auf, da ich nicht geschult bleibe. Achso, na gut. Kannst du recht haben, Toni, auch. Warte, ich habe die Küche jetzt in Verdacht gehabt, weil daneben, aber Garage ist unmittelbar daneben, was wir gelernt haben. 0,7. Ja, dann auf jeden Fall Garage. 0,7. Tut die Jäger und ich verlaufe mich andauernd. Ich bin immer so lost. Ah ja, gut. Du, das geht mir nicht anders. Wie lange ich braucht habe, bis ich bei Phasmo klargekommen bin mit den Räumen. Oh ja, das stimmt. Also sie wollen übrigens die ganzen Maps komplett neu machen, gell? Also nicht die Layouts ändern, sondern nur die ganze Einrichtung. Sprich zum Beispiel Willow Street House wird modern, sage ich jetzt mal. Das eine ist mehr verlassen und so weiter und so weiter. Die Themes quasi von den Häusern werden geändert. Wir haben Orbs. Oh, cool. Orb in Garage. Wieso zeigst du mir das nicht? Philipp, hi. Guten Abend, der Schneckels. Hallo Philipp. Ich finde das immer so geil, wenn du das schreibst. Ah, 2,6. Nickel. 12,6. Wir haben EMF 5. Oh, cool. So, wir haben EMF. Orbs. Das heißt Obake oder Raichu. Das heißt Fingerabdrücke oder DOTS. Hier, DOTS steht schon.
Aber Haru, wenn es mal passt, ich meine, sehr, sehr gern. Handelt der gerade? Ach, das Auto ist an, ne? Oh. Ist der Obak ist doch der mit den 6 Finger. Richtig. Aber wie schaut seine jetzt aus, Toni? 60%. Ich fand das immer so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, bei dem Insel in den Videos, das ist so krass, dem draint die Sanity überhaupt nicht. Also, entweder wirklich Lichter anmachen in Räumen, wo er nicht ist. Hat er immer die Kerze dabei vielleicht? Nee, das tatsächlich nicht. Wo bist du? Zeige dich. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Öffne eine Tür. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du da? Öffne eine Tür. Mir fehlen die Worte. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Ja, Toni ist da. Hi. Der macht gar Hallo. nichts. Hast du mich schon runtergeschaltet? Nein. Aber ich dachte, wenn es mal passt, ich meine, ich weiß nicht, wie viel das bei Lea immer dabei sind, aber wenn Jette oder Vivi spielt aktuell auch wieder, was ich weiß. Ich habe keine Fingerprints gefunden aktuell. Ich gehe mal mit Kerze rein. Was fehlt noch? Fingerabdrücke oder DOTS? Fuck. Was regnet da? Ah, Ne, ich meine von den Objectives, was da fehlt. ach so. Räucherstäbchen, Kerze ausblasen lassen und Benno- Geisteszustand unter Okay. 25. Benno Denno, hi. Grüß dich, hallo. Ah, es gibt übrigens hier auch Kerzen im Raum, gell, die man anzünden kann. Habe ich jetzt gesehen. Wirklich? Ja, man kann mit der Kerze in der Hand. Ah, wir spielen heute zu zweit, Benno Denno. Tut mir leid. Wir werden das dann Profi-Runden machen. Die kann ich einmal holen, wenn du magst. Warte mal. Ich werde vor allem später Animal Crossing noch machen. Die kann man wirklich mitnehmen. Ich habe die Räucherstäbchen gemacht. Schau mal. Toni, hier, siehst du? Mhm. Die da. Ach, cool. Du hast in der Hand die zwei. War der gerade am Handen? Nee, die Tür war offen. Bin rausgelaufen. Moment, ganz kurz. Humboldt? Nein. Nein. Na. Also allgemeine Info, Humboldt ist die Katze von der Toni. Das nicht mein Freund ist. Wir haben die OTS. Die hat jetzt, okay, alles klar. Dann ist es Aiju. der Raiju. Die Kerze stehen noch und Geisteszustand da und ein bisschen. Ich habe das Creature-Board nicht gefunden. Ich auch nicht. Das heißt, das hat in jeder Map auch, glaube ich, bloß 2, 3 Stellen, wo es spawnen kann. Aber wir haben auch noch keinen Knochen gefunden. Das könnten wir Jetzt vielleicht nochmal hat es suchen. ausgeblasen. Oh, hoffentlich. Nimm mal einfach sicherheitshalber 2 Gruzis mit rein.
Beziehungsweise wir können auch Salz. Machen wir Salz. Fotos wollen wir auf jeden Fall auch. We want money. Also hier, wenn man das Licht anhat, ist ganz gut. Auf die Sanity nicht rein in dem Bereich. Hm. Ah, hier, oh mein Gott. Haben wir gefunden. Ach, da, am Stuhl. Okay. Da hab ich ihn übersehen. Hast du gerade gesehen? Nee, hab ich übersehen. Hast du ein Foto gemacht oder soll ich kommen? Ich habe noch keine gemacht, aber ich kann einen machen, was? Ich komm schon. So. Schon. Kannst du gerne Fotoapparat mitnehmen auch, wenn jetzt wirklich das Salz latscht. Haben wir irgendwo noch UV? Gut, muss ja nicht sein. Nehmen wir schnell UV noch. Einfach sicherheitshalber. Hm. Ich mach mal ein Knicklicht an. Mal schauen, wie das ausschaut. Jetzt zur Party gehen. Party! Was für Party bist du? Knicklicht? Habe ich gar nicht dabei. Knicklicht-Party. Warst du schon mal auf einer Schaumparty? Ja. Boah, Ja, das ist so eklig. Wir hatten früher in einer, also bei uns in der Stadt, wo wir wohnen, hat es eine Disco gegeben. Und die hat ja quasi anfangs lustigerweise angefangen mit Schaumparty, also extra Zelt draußen gehabt. War ganz lustig, man ist halt regelmäßig reingeschmissen worden. Aber ich hole noch mal Salz. Nur, ja, du warst nass danach, das stimmt. Und es hat mal eine Single-Party gegeben. Das waren so die Events einmal im Jahr, sage ich jetzt mal jeweils. Und irgendwann haben die angefangen, dass die Schaumparty monatlich machen und auch die Single-Party eben monatlich. Das war zum Kotzen. Das war halt einfach nicht mehr lustig. Ich meine, die Single-Partys waren immer unwichtig und es war halt einfach lustig. Es war irgendein Tag, es war irgendein Event. Hat schon passt. Und da war auch jeder dort, ob Single oder nicht, das war auch egal. Aber die Schaumpartys, wie du sagst, ja. Was ich jetzt mache, Toni, nur zur Info. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Wenn er huntet, der Geist, ich lasse immer die Dinge, den Fotoapparat und die Kamera fallen. Was? Hast du noch Fotos? Nee, wird knapp, jetzt bin ich leer. Soll ich kommen? Ja. Schau mal, jetzt muss ich glaube ich wieder durchlatschen. Warte, hier hinten sind auch noch 3. Ich tu mal die OTS weg, das nervt glaube ich in dem Fall. Er latscht, warte. Hier, Toni, hier. Ja, ich komme. Drücken und drauf. Als du es jetzt gerade hingehalten hast, das Blaulicht, konnte ich gar keinen Schritt erkennen. Ich habe dir jetzt einfach vertraut. Hier auch noch. Neben Salz. Hier auch noch. Und hier, aber, was haben wir schon? Hinter das. Ah, ist schon weg, okay. Wie schaut's aus? Was? Jetzt wird die OTS durchgerannt.
Bei 9. Bist du draußen, ne? Bei 6. Ich würde das eine Foto noch gern voll machen. Haben wir noch Foto? Ja, 2. Wir haben eines, glaube ich, verschissen. Ich weiß gar nicht wann. Hier. Na egal. Das wollte ich dir gerade noch sagen. Als du mir jetzt die Schritte mit dem Fingerabdrucksensor gezeigt hast, die konnte ich nicht erkennen. Ich sehe da nichts. Du sagst dann da und dann mache ich dann ein Foto, aber ich kann Okay. den Schritt nicht sehen. Also nur, dass du es weißt. Also ich sehe es oft schon, wenn du irgendwas anleuchtest, auch mit Ding. Vielleicht ist es ein bisschen versetzt bei dir dann, das kann sein. Okay, aber gut zu wissen. Okay. Und generell, also wenn es ein Geist ist, dann kann man eigentlich immer ein Foto machen, bloß in dem Fall immer bücken bei den Fotos. Ja. Dass die, weil wenn du ganz drauf bist, dann ist die Chance höher, dass ein 3-Sterne-Foto wird. Wollen wir Sanity nehmen oder wollen wir Subjective nehmen? Also du willst noch 2 Fotos machen? Hätte ich vorher, ja. Okay, aber es ist immerhin noch der Raiju, ja? Der ist richtig aggro, nur dass du es nicht vergisst. Ja, ich weiß. Er ist ja auch ein Dämon. Er kommt aus der Dämonenfamilie. Dämonen? Nimm mal aus Sanity, dann geh ich nochmal rein. Okay. Wobei ich gar nicht weiß, er kann schon das Salz durchklatscht sein. Auto ist schon wieder an. Ich glaube, das haben wir verschissen. Ist egal, das haben wir verschissen, glaube ich, weil da ist nicht länger rumrennen, macht keinen Sinn. Da ist das Salz durchgerannt. Und wenn er Fingerabdrücke hätte, könnte man jetzt noch ein bisschen rumcruisen, aber ich würde sagen, das passt schon, Toni. Fahren wir. Reitschuh. Okay. Du bist ein richtig eifriger Fotograf geworden mittlerweile. Ganz lustig, das gefällt mir am besten eigentlich, dass er die hört. Gibt zumindest dann wenigstens ein bisschen Geld. Ja, das stimmt eigentlich. Man unterschätzt wahrscheinlich die Fotos schnell. Dabei verdient man da ja am meisten. Oder ziemlich viel. Ja, $25. Und in dem Fall jetzt quasi $50. Von den ganzen Objectives. Ja. Gut, das natürlich sind jetzt 40. Noch ein Beweis. Noch ist einmal wichtig. Mhm. Aber jetzt schauen wir mal. Gut, dann machen wir Profi. Oh oh. Weißt du, das ist echt total krass. Es ist mir früher auch mal passiert bei irgendeinem Vortrag oder so, war ich einmal so nervös, dass ich irgendwie angefangen habe zu stottern oder so. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich plötzlich Angst vor allen Vorträgen. So. Okay. Und gestern war das auch so. Gestern hatte ich wirklich dann plötzlich total Angst, dass wir einfach nur noch reingehen und sterben, weil wir so oft gestorben sind. Das war krass. Ja, gut, das Dabei stimmt. war ich davor immer so selbstbewusst. Wir sind immer noch gut. Okay, gut. Wir Also haben unsere Fähigkeiten nicht verloren. Glaube ich nicht. Ja. Die Geister waren bloß arschig. Wie selbstbewusst du es immer auf die Geister schieben kannst. Ja, schon. Oh, Machtel spielt Phasmophobia. Vielleicht will er dazu. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er schon da, ich weiß es nicht. Ja, der ist schon da. Eure Level sind noch mega hoch schon. Ja, wir haben ein bisschen gespielt. Mhm. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eins. Dann schauen wir, ob er dazu macht, der Machtel. Weil im Lurk ist er auf jeden Fall. Der Gute. Ah. Kleine Lurker. Ich bleib dabei. Ich bleibe jetzt bei Fotoapparat und Parabol mal. Ich will das Parabol ausprobieren. Ja, wir haben Kruzifix, Räucherstäbchen. Oh, wir sollen während einer Jagd mit Räucherstäbchen verjagen. Ja, ja, Und du musst ein Foto vom Geist machen. ich muss genau. Also verjagen ist eine Sache. Verjagen kann man wohl nicht, aber man kann die Räucherstäbchen anzünden bei einer Jagd anscheinend. Und das irritiert wohl den Geist ein bisschen.
Gestern hat er mich direkt danach getötet. Also es hat ihn wirklich irritiert. 1,1 hier. Warte. Ich muss mal schauen, dass ich woanders hinhalte, wo du rumrennst. Der Musst du Parabol. nicht zuerst den Elektrokasten? Machst du jetzt. Also ich hätte. Oh gut, stimmt eigentlich. Das macht Sinn, ja. Ich bin jetzt mit Parabol rumgerannt, weil man dachte, okay, passt. Ach, das Kaufst du es musst du an? mir vielleicht noch erklären. Ich weiß es selber nicht genau. Deswegen probiere ich rum. Mhm. Ich weiß es selber nicht genau. Es geht zumindest anscheinend der Geist, sobald er irgendwie Hinweise, irgendwas droppt. 4,1. Irgendwo konstantes Signal hat. Hier, verstehe. Gibt's ja wohl, aber vielleicht ist es auch wieder buggy oder immer noch buggy. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es gibt dir auf jeden Fall Aufschluss über die Geräusche des Geistes, die er macht. Es gibt Aufschluss, wo er ist. Ganz klar eigentlich tatsächlich sogar. Man findet ihn eigentlich extrem schnell tatsächlich durch das, wenn man es kann. Ich kann es halt nicht. Was Ja, soll oder sein? es ist halt buggy. Auf der Theke liegt der Knochen. Der ist ja nicht, der ist da hinten. Da war was, ne? Da hat er Bücher runtergeschmissen, Schilderdinger runtergeschmissen. Fotos auf jeden Fall im Gang. Sprich, der ist hier normal irgendwo. Er schmeißt normalerweise wirklich nur Sachen runter in den Bereich, wo er ist. Oder angrenzend, sag ich mal. Also er muss ja schon irgendwo sein. Gib uns ein Zeichen. Ja, hat irgendwas runtergeschmissen. 7,7. Oh, der schmeißt aber ganz schön. Ich würde sagen, der ist Soll ich da. mal ein Foto davon machen? Versuch's ruhig. Wir wissen auch nicht genau wo, was man fotografieren muss. Hat einfach mal nicht gehalten. Nee. Also, Meinst du, das ist ein Flurgeist? ich fürchte es fast, ja. Schaust du kurz auf die Sanity, bitte? Ja. 69. Hat einfach mal hier Radio angemacht. Mhm. Hast du Temperatur nochmal da? Nee. Komm ich nochmal Temperatur hin. Temperature. Temperatur. Genau, Temperatur. So. Nee, der ist im Gang. Ich bin mir sicher, es ist 9, irgendwas gerade im Gang. Im EMF2. Hast du mich für leiser gestellt? Jo. Okay. Wo bist du? 60 Sanity, Stufe 8. Wo bist du? Bist du ein Mann? Zeige dich. Ich kann einfach mal auf beide reagieren. Wohnst du im Edgefield Street House? Bist du eine Frau? Also reagiert auf beide, gar keine Angst. Mhm. Nee, wer reagiert bis jetzt nicht hier? Mal die Türen wieder zu.
Hier ist saumäßig warm eigentlich. Oh. Fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Das ist sehr ungünstig. Emily, hi. Hallo, ich bin auch endlich daheim. Hallo. Ich bin PT. Toni, ich habe jetzt eine Frage. Tote Toni. Ja, Wieso bin ich tot? stirbst du mir hier weg? Ja. Ich mag das nicht, wenn du wegstirbst. Ja, ich weiß, aber weißt du, der Penner, der hat mich halt auch angegriffen, als ich direkt an der Tür stand. Und dann hat er mich ab dem Zeitpunkt, wie du mir schon oft erklärt hast, wenn man dann einen langen Gang entlang läuft, sieht er einen die ganze Zeit und killt einen dann. Aber weißt du was? Du hast noch die Ehre, ein Porträt von mir zu fotografieren. Mache ich, habe ich dabei. Also, wenn man gar keine Beweise kriegt, ist das natürlich ganz, ganz gut. Aber ich schaue gerade, wo der ist, wo das sein kann, weil ich meine... Er muss ja hier irgendwo sein, in dem Bereich. 9,6 ist der im Bau hier drin? Nee, 13,4. Vorhin war die Garage. Guck nochmal in der Garage. 6,2. 9,7. Du hast 54% Sanity. Ich habe das Gefühl gehabt, er ist... Ja. Gehen wir sicherheitshalber raus. Was ist 54? 49. Stimmt doch gar nicht. Jetzt hast du 80. Wo bist du? Okay, Geisterbox. Unser erster Beweis. Der Geist. Nee, ist wieder. Luna war wieder da. Ich denke mal, ha. Die kleine Trollerin, ne? Weil so klein ist sie gar nicht, das ist schon eine große Trollerin. Das Luna hat zugeschlagen. Ich hab's gerade gesehen, ja. Conny, hi, grüß dich. Und Luna, hi. Hallo. Hallo, hallo. Willkommen. Wir haben Box. Wir haben Box. Ja. Wir haben... Wohl keine Orbs bis jetzt. Ist das halt... Ah, es liegt da... Ah, doch. Ist es da... Orb? Nee. Na, das ist irgendeine Spiegelung. Es hat Range schon gut, so ist es nicht. Ich gehe mal das Ding nochmal rein mit Gruzi. Foto. Finger. Zack, zack, zack. Cam nehmen wir noch mit. Cam kann ich nicht mehr mitnehmen? Kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann bleibt Foto. EMF5. Gespenst, Ja, Zwillinge, EMF5. Spirit. Okay. Heißt, kann kein... Dockifrier kann er sein, Buch kann er sein, Finger kann nimmer sein, Orb kann auch nimmer sein, DOTS kann er sein. .4, 8 Grad, aber Gefriertemperatur hätte ich jetzt auch nicht gesagt, 8,5.
möchte mit Musik kommunizieren. Er ist nicht besonders gut darin. So einer chromatischen. Mal blöde Frage, geht das eigentlich? Was denn? Oh, clever. Wenn nur das Interesse halber. Ich spiele ein bisschen nebenbei, also ist nur noch kein Problem, kein Problem. Das ist nicht clever, das ist einfach nur billig kopiert. Ach schon, das dachte ich, das funktioniert. Geht's bei der Garage jetzt? Ich will das jetzt testen, ich habe das halt gesehen. Ich will das testen. Ich sehe zumindest in die Garage rein. Wirklich? Ja. Das ich krieg's mal ab. Du, sag mal, welcher Geist war das nochmal, der auch in Abwesenheit der Menschen handelt? Ah, okay, ich weiß. Also, wenn man sich vor die Tür hinstellt, dann sieht man rein mit der Kamera vor die Garagentür. Aber das abstellt wohl dann irgendwie nimmer. Also, hier quasi so sehe ich rein. Was? Ja. Es ist beschissener funktioniert, okay. Weiß ich nicht, Toni, muss durchlesen. Du meinst bei dem Geister-Wiki? Ja. Gespenst kann ich ausschließen innerhalb kürzester Zeit, wenn ich mag. Machen wir kurz. Ja, machen wir. Ausschließen oder bestätigen? Ist schon durchgeklatscht, okay. Ich habe keinen Fingerabdruck mit da, oder? Naja, egal. Komm, zack. Ja, also es kann kein Gespenst immer sein. Mei, du kleiner Kacker. Ich hab einen Geist versehentlich fotografiert. Ich hab noch nichts gesehen. Ist unmittelbar von mir erschienen. Aber die Aktion habe ich noch fotografiert, immerhin. Wenn man nicht aufpasst, geht das Handy aus. Herrlich, ich bin wieder da. Ach, Harun. Ich habe ein verschwommenes Foto für dich gemacht, wenn wir davon gerannt sind. Ach, dich kann ich auch noch fotografieren, gell? Also Gespenst kann es nimmer sein. Weil du die Spuren gesehen hast? Richtig, weil er Spuren hinterlassen hat, ja. Also wir haben es sogar fotografiert Okay. als Schrift. Nee, als Interaktion. Als Interaktion, warte mal. Was habe ich da gerade fotografiert als Interaktion? Vielleicht ist er direkt da gespawnt. Die Lampe habe ich gesprengt. Das war die hier. Sieht man sogar die Funken spritzen auf dem Foto. Aber ich meine die Interaktion da. Wenn du Salz laufen ist keine Interaktion, das ist ein Schritt normalerweise. Das heißt, ich habe noch wirklich in dem Moment erwischt, wo er durchgerannt ist. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Das ist total krass. Meine Fotos sehen komplett anders aus wie deine. Das hat man schon öfter leider. Ich weiß. Der ist schon durchgerannt. Der lässt keine Fußspuren. So. Ich würde sagen, safe Gespenst. Der ist viermal das Salz durchgerannt.
5. Mal habe ich nicht gesehen. Geh durch Salz. Ja, er ist gerade durch Salz Ich gelaufen. hab's gesehen, ja. Hier lässt aber keine Fußspuren. Gespenst, 100%. Gespenst wäre. Cool, DOTS. DOTS haben wir noch nicht gesehen, aber wäre beides aufgestellt. Mhm. Macht es aber schwer, Fotos zu machen von ihm, weil kein Fingerabdruck, kein. Hm. Kruzifix hat auch noch nicht funktioniert. Ich kann reingehen und kann mich. Kannst dich was? Äh, Dich Könnt- töten lassen? handen lassen. Eine kleine Märtyrer-Meets. Ich meine, Märtyrer-Meets ist gut. er müsste in dem Raum sein eigentlich, normalerweise. Und ich habe jetzt vorhin ein Foto dabei, natürlich nicht, das ist belastend. Ich mache jetzt ein Foto von dir, einfach auf jeden Fall, und such dich mal. Ich bin vorne im Wohnzimmer. Hast du mich schon gesehen? Nee. Du musst ins Haus immer geradeaus, hinten beim Sofa. Liege ich. Oh, ich nehme 2 Fotoapparate mit. Double the fun. Hm. Da im Eck schützt rum. Alles klar. Ja. Jetzt muss der Interaktion. Oder ist jetzt der Foto, ne? Ja, toter Körper toll. Der beißt aber die Dinger nicht an. Zeige dich. 55 Zeige dich. Sanity. Zeige dich. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Zeige dich. Bitte melde dich. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Also, 10. oh, ich bin tot. Nein. Doch. Der war nicht mehr da. Sweet. Der war nicht mehr da. Der war nicht mehr in dem Raum. Das war das Problem. Ah, fuck. Ich bin in seine Richtung gerannt. Komplett in seine Richtung. Na gut, egal. Haben wir verschissen. Wurscht. Aber wir haben, der war nimmer, aber Gespenst war richtig, ja. Der war nicht mehr in dem Eck. Der ist von dem, hinter dem Haus, komplett von dem Raum. Ja, es kann auch nicht sein, dass der es erwartet. Der muss in der Garage gewesen sein oder in der Küche oder sowas da jetzt wieder. Der ist Ja, von, ne, weil der hat einen ja. der ist von hinten gekommen. Also wie er dir nachgerannt ist, ist er aus dem Raum rausgerannt, weil da war ich auch bei dir. Da hat uns verfolgt. Bin ich dann quasi, glaube ich, runter in den Keller oder sowas oder in die Küche. In die Küche bin ich und du bist quasi ins Wohnzimmer und dir so nach. Und jetzt quasi bin ich ihm direkt reingerannt. Ich habe noch geschaut, ich bin quasi rückwärts gegangen und habe geschaut quasi, wo er ist. Wollte noch ein Foto machen von ihm, dass ich quasi wegkomme noch und Fotoapparat hinschmeiß. Bin aber dann quasi ins Wohnzimmer reingerannt, weil ich dachte, aber komm, vielleicht sehe ich ihn. Oder bin ins Wohnzimmer reingerannt, wie ich ihn schon gesehen habe, wie er auf mich zuläuft, weil ich gar nicht mehr ausgekommen habe. Aber gut, egal, scheiße. Naja, gut. Zack, zack. Zack, 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 zack. Kerze. Gruzi. Ich kaufe auch einen, ja. Warte, ich mach schon. Wingsensor, Parabol, Foto, Salz, Sanity, Räucher, Taschenlampe, Thermometer, Stativ.
Eine Taschenlampe brauchst du nicht voll machen, Toni. Die sind schon Anschlussleitungen. Okay, Stative kannst du auch wieder zwei rausnehmen. Ich habe eigentlich schon alles reingeworfen. alles klar. Okay. Ja, war jetzt blöd, hilft nichts. Aber zumindest. Aber das ist arschig. Vor allem. Meinst du, wir hatten einfach Glück, die vielen Male, wo wir. Also, ich meine, als wir von fortgeschritten auf Profi umgestiegen sind, dann lief es ja richtig gut. Nee. Wir haben halt, wir waren jetzt auch, wir haben keine Fotos gemacht, wir sind einfach gefahren. Darfst du auch nicht vergessen. Ja, Wir sind jetzt schon deutlich Also- mehr aufs Geld aus, sag ich jetzt mal, oder bedacht, quasi irgendwas zu machen. sind wir gierig geworden. Bambi, hi. Hallo. But it looks like whoever was here Foto left vom in a Geist, hurry. Bewegungssensor und Zustand, okay. Ich bleib beim Parabol. Ich will es wissen. Okay. Ich mach. Aber das war jetzt komisch, weil Nichts. der ist wirklich komplett in die andere Richtung. Ja. Mädels, komm mal zurück in Van, wir machen jetzt Teambesprechung. So. I solemnly swear. Nein. Nein. Ich bin Okay, warte. kein Harry Potter Fan. Nein, nein, Schmarrn. Okay, gut. Na, passt schon. Also, I'm up for no good, wenn oder wir was? jetzt, nee, wenn wir jetzt das Geisterrätsel gelöst haben und ein paar Fotos haben, dann lass uns diesmal fahren, damit wir ein positives Erlebnis haben und beim nächsten Mal können wir dann wieder alles komplett machen. Was sagst du dazu? My dear Grady Meets. Okay. Eine Greedy, Okay. Greedy vielleicht nicht, aber der Drang ist da. Ich verstehe es, aber wir sind so oft gestorben, ich glaube, wir machen es einfach zu ausführlich. Ja, kann schon sein. Also Strom ist an. Das kann schon Ja. sein, ja. Das ist eigentlich Game. Ja. Was? Nein, ich habe kein Fotoapparat dabei. Ich wollte gerade sagen, ich fotografiere die Voodoo-Puppen, aber ich habe nichts. Ich mach's. Gibt es eigentlich Gamer, die eine Sehnenscheidenentzündung bekommen, wenn sie spielen? Ja, Ja. Weil meine Hand hat gestern Abend auch wehgetan, nachdem wir gespielt haben. wenn du das nicht gewohnt bist. Definitiv. Gibt auch viele, die im Büro arbeiten und regelmäßig Sehnenscheidenentzündung Probleme haben. Mhm. Aus genau. Also wir? Aus genau dem Grund. Ich kann das Parabol noch nicht wirklich lesen. Also ich habe jetzt gerade was gehört. Ich kann leider überhaupt nicht beurteilen, wo der ist. Und von den Geräuschen ob links von mir, rechts von mir. Also hier ist eine Voodoo-Puppe drin. Mhm. Hier ist 1,8 in diesem Badezimmer, was hinten bei dem Schlafzimmer angrenzt. Ich glaube, du bist auf der gegenüberliegenden Seite gerade, wo die Voodoo-Puppe drin ist. Hier ist relativ kalt im Gegensatz zum Rest, den ich bis jetzt durchlaufen habe. Äh, Frage, ist der vielleicht oben? Wir haben Gefühltemperaturen. Boah, krass. War der gerade hinter mir? Der hat aber schnell gehandelt. Sollen wir mal kurz rausgucken und schauen, wie die Sanity ist? Er hat auf jeden Fall einen Stromkasten wieder ausgemacht. Unbedingt, ja, deswegen habe ich die Dinger. Der ist hier im Hauptraum, glaube ich. Wir haben hier sowas Gefühltemperaturen im Hauptraum.
Okay. Cool. Also Gefrier haben wir. Wir sind bei 53. Dann kann es Ui. aber eigentlich nur, dann können es bloß wieder ein paar sein. Was hat der Diamond unter 70, ne? Mhm. Weil unter 50 sind wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob das auf 50 gilt, aber du bist gerade noch drin gewesen. Wir haben halt da drin, während wir jetzt drin waren, quasi auch noch ein bisschen Sanity drained, also Ähm, lass uns gleich mal welche nehmen, oder? ja, habe ich gerade gemacht. Bin mir ziemlich sicher, der ist im Ding, der ist im Vorraum. Zumindest hat es da die Minusgrade. Hast du schon oben? Nee, weil ich gerade dazu komme, ich habe die Dinger, ich wollte hochgehen. Der Moment hat er habe ich die Minusgrade gesehen, quasi den Gefrierhatem. Mhm. Und hab dann ja, bin dann weggerannt, weil er geerntet hat. Der Raum ist jetzt richtig arschig, der kann es quasi überall sein hier. Was hast du dabei? Noch ein Crucio zweites und er hat Licht angemacht. Mhm. EMF 2. Also wenn er was macht, ruhig mit EMF hingehen. Also sprich, wenn er Licht anschaltet, am Lichtschalter hingehen, dann sieht man EMF. Mhm. Oder wenn er Tür aufmacht, ruhig zur Tür hingehen. Also er ist noch da. Nehmen wir ein zweites Buch mit rein. Wir sind nicht sicher. Für Geisterbox muss das Licht aber ausmachen, gell? Ich mache Licht mal aus. Wo bist du? Ach, du hast die Box. Bist du ein Mann? Schreib ins Buch. Zeige dich. Naja, das ist ja nichts. Bin schon wieder raus. Wo bist du? Schreibe in das Buch. Wir haben DOTS und Orbs. Komm mal raus. Sehr gut. Jurei. Geil! Wir haben keinen Knochen gefunden. Nee, ich war auch noch nicht mal oben. Wie ist denn die Sanity jetzt? Ich habe gerade welche genommen, wir sind bei 80. Ich habe jetzt 100 wieder. Okay, dann können wir ja mal hochgehen. Nimm du welche, dann gehen wir mit hoch, genau. Dann, ich habe zwei Foto, falls was ist. Ich weiß, Salz kann man nur durchlaufen lassen, ne? Ja, ich nehme Salz. Warte, was haben wir denn noch für optionale Ziele? Moment. Bewegungssensor haben wir nicht dabei, ne? Der hängt schon dran, der hängt schon dran. Okay. Am Salz habe ich schon mal. Bewegungssensor tacke ich schnell um. Lauf durch Salz. Geh ruhig hoch, Toni. Oder mach den genau mal Fingerabdruck hin. Ah, hier. Kannst du mir eine Kamera geben? Gott, ich hab das ja nicht. Wo ist er Ach hin? so. Wo ist er hin? Ah, Hier noch eins. Fuck! Ich habe das Geisterfoto verschissen, ne? Ich habe bloß wieder Interaktion gekriegt. Ist das kotzig. Der Mist. Die Drecksgeister, das ist. Ach.
Das ist so schlimm mit den Geistern. Auch hast du nicht gefunden, oder? Nee, noch dabei. Jetzt habe ich ihn gefunden. Perfekt. Kannst du hochkommen zum Fotografieren? Direkt rauf ins Bad. Geh durch Salz. Oh, das funktioniert. Echt? Ja, hat's gemacht. Geh durch Salz. Gehe durch Salz. Zeige dich. Zeige dich. Sanity? 65. Wie viel? 68. Geh durch Salz. Zeige dich. Geh durch Salz. Läuft. Ja, zumindest 9 Fotos und davon einer mit einem Stern. Ja, passt. Bin ich zufrieden. Jurei, Toni. Cool. Hast drin? Ja. Bewegungssensor hat auch funktioniert. Okay, nice. Ja, $180 geht Welcome doch. back. I've prepared some jobs for you. Sieht gut aus. Obwohl ich dich natürlich jetzt wieder nicht von deinem Futterapparat bekommen habe. Es war aber jetzt nicht tragisch. Wir hatten genug Sanity und Jurei hatte erst unter 50, unter 60, ich weiß nicht genau, aber wir hatten genug und es war relativ schnell gemacht. Und ich war gleich am Eingang, also hat schon passt. Hast du jetzt das Parabolmikrofon? Hast du das Gefühl, dass du dir da jetzt was zugelegt hast, was irgendwie uns weiterhilft? Nee, Oder noch nicht so ganz sicher? überhaupt nicht sicher. Mhm. Nicht mal ansatzweise. Man kriegt ja auch irgendwann mal eine Anleitung für die ganzen Sachen, oder? Ja, man kann schon nachschauen, aber wenig, sag jetzt mal. Haben wir alles drin? Sanity? Darf ich mal fragen, wie viel Geld hast du aktuell, Toni? $1104. Ach, okay, die nächsten Dinger kaufe ich, gell? Oder werfe ich rein. Ich habe das Zeug wirklich da. Ja, echt? Wie viel Geld hast du denn? Um die 4000. Okay. Ja, ich lasse mich da gerne einladen. 4250 und ich hab vor allem auch schon immer wieder was gekauft. Also ich habe quasi die Items teilweise auch wirklich mehrfach. Also das passt schon. Bevor ich quasi jetzt, wenn das quasi mal dreimal, ich glaube, ich könnte bestimmt dreimal mit vollem Equipment sterben und dann hätte ich immer noch das Geld. Also Ja. ich habe da schon gut auf die Seite gespart. Wir haben kein Thermometer dabei. Lalalala. Nein! There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Ja, auf das habe ich nicht aufgepasst. Das Okay. wird jetzt belastend. Ja, das wird spannend. Okay. Komm. Wir machen mal Wenn trotzdem ich den Sicherungskosten, ne? Der ist im Ja. Dachboden um.
Ja, wir sind wirklich voll die Profis. Geh mit EMF durch. Ja, und mach. Ach, du hast wieder kein Fotoapparat, oder? Ja, Mach gleich wieder das Foto von den Voodoo-Puppen. Boss. Also ich kann jetzt noch mit Parabol durchgehen. Auf dem Weg zum Dachboden. Der Strom ist an. Ah, schau auch auf den Atem, gell? Mhm. Jetzt haben wir Glück wie nochmal was und der ist ein bisschen aggressiver diesmal. Also ein bisschen schneller da, sagen wir, dass er einfach schneller Gefriertemperatur und so Zeug hat. Ja. Ich habe Dachboden nochmal hoch, Was mit dem- Orbs. Was? Was sagst du? Ich schreibe Dachboden nochmal hoch mit Orbs, habe ich gesagt. Ah, okay. Das mit der Garage und der Videokamera fand ich cool. Vorhin. Achso, Aber ist ein Bug, oder? ja, es soll nicht sein. Sorry. Sowas soll nie sein. Also auch, liebe Leute im Chat, die dabei sind, gerne auch Bescheid sagen, wenn ihr meint, ihr habt irgendwo ein Orb rumfliegen sehen oder sowas. Oder ihr habt irgendwas gehört. Hab den Geist gesehen. Oder einen Geist gesehen, genau. Wir sind einfach so dran vorbeigelaufen, so la 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 la. Ich höre Wasser. Unten? Bin noch nicht ganz sicher. Hier oben höre ich es zum Beispiel nicht. Täusche mich? Ah, es regnet draußen. Ah, okay, fuck. Achso. Ich finde diese Schaukelstühle echt cool, die hier rumstehen im Haus. Ich glaube, ich will auch einen Schaukelstuhl haben. Ach, ich hab's gerade vorhin noch gewusst. Wie heißen die Schaukelstühle? Was ist das englische Wort für Schaukelstuhl? Swing. Was? Meinst du so ein Swing-Chair? Swingchair? Ne, Swingchair ist, glaube ich, auch nicht das Wort, das ich suche. Okay. Ich hab Swingchair nicht. Und worauf wolltest du jetzt hinaus? Schon wieder, als er direkt vor mir erschien, habe ich wieder keine Kamera dabei. Ich könnte so kotzen. Nein, das Wort, also der ist in der Küche, ist immer erschienen, nur zur Info. Okay. Weißt du was? Geh mal raus und guck vielleicht, was unsere Sanity macht, weil ich bin gerade im Dachboden und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon ewig lang hier drin. I'm on my way. Luna, dankeschön. Groaning Ghost. Das ist bei 34, what the fuck. Oh. Ich komme raus. Okay, gut, dass wir drüber reden. Mhm. Ich hab gerade schon welche genommen. Ja, Sekunde. Es dürften fast. Ah, ja. 67%. Dürfen fast beide nehmen, ne, dass man dann irgendwie
Ja. Also, Hast du jetzt, also EMF war komplett null die ganze Zeit. ich habe weder Gefriertemperaturen mitgekriegt, noch habe ich die einzige Interaktion, die ich hatte, war die in der Küche und ich würde sagen, der ist da irgendwo in dem Bereich. Ja, wir können jetzt eh nicht mehr machen, außer wir raten und hoffen und ordentlich unsere Sachen aufstellen. Versteifen wir uns mal auf die Küche. Okay. Versteifen ist mal gut. Da bleibt man so flexibel. Und beim Versteifen. Ja. Versteifen bleibt man immer flexibel, das stimmt, ja. Du hast auch nirgendwo Orbs gesehen, oder? Oder bist du durchgegangen mit dem Zeug? Auch, der hat irgendwo ein Ding gemacht. Ein Ventilator kann das sein? Ventilator? Erkunde das mal. Ich hol mal Zeug, okay? Bevor unsere Sanity noch mehr runtergeht. Muss, glaube ich, hoch. Hier, da läuft er, ja. Wo? Im Raum, gleich wenn man reinkommt. Im Wenn man reingeht, gleich links in den Voodoo-Puppenraum. Ach, echt? Haben wir noch eine Kamera? Nein. Hier nicht. Ich nehme mal gut Wie mit viel haben wir rein. denn? 3. Haben wir wahrscheinlich alle 3 schon in der Küche drin. Ich stelle jetzt mal eine da hinten drin auf auch. Ja, mach. Ich komme mit dem DOTS und schmeiß den da rein. Das war glaube ich ein Raum, wo ich nicht drin war. Wir haben Orbs. In der Küche? Orbs, nein, Orbs im besagten Raum. Okay. Guck mal auf die Kamera. Ja. Er schmeißt definitiv Zeug. Oh, ist EMF da? Noch nicht. Soll ich's holen? Aber, Ich bring ja, mal aber das Buch und warte, die ich Box. dann nicht raus. Ich frag mal gleich mit der Box. Ja. Wir müssen echt das Zeug am Anfang immer reinschmeißen, das glaube ich ist das Einfachste. Wir müssen nicht da und rauslaufen, wenn es Wo aufgeht. bist du? Bist du ein Mann? Ja, dann auch, mach ich mal die Dinge aus, das wieder. Zeige dich. Wieder raus. EMF 3. Wo bist du? Ich hab's gehört. Oh, er ist behind me. Fuck. Hat er wieder angemacht? Okay. EMF Boah, 2. der Knopf geklungen. Hast du ihn gehört? Ja, ich hab's gehört. Okay. Fingerabdrücke sind egal. Geisterbuch kann es sein. Gefriertemperaturen kann es sein. Wir Oder hatten Orbs DOTS. hat man auch, gell? Ja, Orbs hat mehr. EMF und Fingerabdrücke sind egal. Okay. Buch, Temperaturen oder DOTS. Yokai Mare Onryo. Gefriertemperaturen. Ich lege ein zweites Buch rein. Bewegungssensor, pop ich einmal rein. 63 genau.
Hoffentlich bleibt er im Raum, ne? Schau mal du durch die Kamera durch, dann renne ich im Raum ein bisschen rum. Vielleicht ist Gefühlstemperatur bei mir. Ja, und DOTS vielleicht. Also er hat gesagt, I'm behind you und da stand ich am Eingang dieses Zimmers. Kann schon sein, dass er auch halt im Vorraum, im ersten Raum auch noch ist, weißt du? Ja, was der picht drauf, Sachen einzuschalten, ja. Geh nochmal seitlich. Mach mal deine Oh fuck, warte. Ich fange jetzt an echt gleich Weinen an, und ich weiß, dass es drecksmistige Geister, Mistviech immer dann erscheinen muss, wenn ich keinen Fotoapparat dabei habe. Es ist so nervig. Nichts. Wir haben DOTS. Okay, Es cool. ist ein Yokai. Ist das dreckig? Haben wir kein Salz dabei? Ich sag ja, voll die Profis. Nein, komm, fahren wir. Bewegungssensor hat auch noch golden passt, okay, immerhin. Du hast eingeloggt, oder? Ja, Ach, egal. Aber nichts. ich habe jetzt immer ein Fotoapparat dabei, ist mir scheißegal, wenn ich keine Taschenlampe mitnehme. Ich nehme immer ein Fotoapparat das mit. Was der mir die ganze Zeit erscheint, $150 nice. Job's ready for you. Ich habe gerade richtig Mitgefühl mit dir bekommen, als du gesagt hast, du fängst gleich das Weinen an. Ja, weil er immer dann erscheint, ne, weil der kleine Oh. Schnorrer da, das ist echt schlimm. Kerze habe ich drin, Grußig habe ich drin, Bewegungssensor drin, Parabol ist drin, Fotoapparat hast du schon drin, Salz haben wir drin, Sanity-Pillen sind drin, Räucherstäbchen haben wir auch drin, starke Taschenlampe hast du schon rein, Thermometer, aha. Aber jetzt, EMF, bla bla, Videokamera, Kerze, Kruzifix, Kopfkamera. Haben wir drin? Ja. Oh, das war glaube ich sorry. Feuerzeug, Bewegungssensor. Ich habe auch schon 4 gekauft, irgendwann mal. Parabol, Foto, Salz, Sanity, Räucherstäbchen, starke und Thermometer. Du, ich komme gleich wieder. Du, den ganzen kleinen Moment, bin gleich wieder da. Toilette. Ja, Luna wiederum. Trink-Emoji. Hello. Hi. hallo. Jo, ganz einen kleinen Moment einmal. Ich habe. Übrigens, gestern habe ich abends die Fake-Folder noch rausgelöscht. Und habe sogar noch 2 erwischt, die wo ich schon länger drin habe, anscheinend. Oh,
waren well-known Bot-Accounts und wurden irgendwie nicht gelöscht, warum auch immer. Aber ja. Sind jetzt weg. Das war gestern das Sahnehäubchen. Ja, wobei es tatsächlich gar nicht so schlimm war. Mein Machtler hat damals wirklich extrem Pech gehabt mit den 1000 irgendwas. Bei mir waren es ja Gott sei Dank nur, ich glaube 176 habe ich geschaut bei Tippi. Davon sind aber bloß ab 110, 120 und durchgegangen. Also das war schon... War noch einigermaßen im Rahmen, sage ich mal. Ja. Der Macht gesagt, er kommt vielleicht noch dazu. Er spielt gerade noch mit wem anders. Mit wem anders? Ja. Mit wem anders und nicht mit uns. Ja, ich weiß. Ich bin zutiefst enttäuscht und gleichzeitig sehr traurig. Mietson, And remember to check the whiteboard for help. wann hast du echt Geburtstag? I've got nothing else to Warum? report, unfortunately. Ja, damit ich dir noch eine professionellere Phasmo-Kamera schenken kann. Du bist ja jetzt mittlerweile so ein Starfotograf hier geworden. Numpf, numpf, numpf. Dampf, dampf, dampf. Gib mir Essen, sagt Luna. Er gibt mir Essen. Hast du Hunger? Hat die Luna Hunger? Was mit Thomas Anders? Mit Thomas Anders spielst du Phasmo? Ach so, ach, weil ich gesagt habe, mit wem anders? Der Macht geht uns fremd. Ich bin extrem enttäuscht, Machtler. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ja, und vor allem, du müssen mal sehen, wie der Mietz heute fotografiert. Das ist echt Klasse 1A mit Stern. Jetzt muss ich aufpassen. Aufstehen darf ich ja noch nicht, dass ich ausrutsche auf der Schlemmspur. Also das Ding ist an. Auf der Flammspur. Ich habe Hunger und esse hier kaum was, weil bei... Das ist schade, Luna. Oh je. Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber die Aussage, ich esse hier kaum was, weil bei... Ach Gott, es tut mir leid. Es ist halt leider so wahr. Ich habe einen Knochen gefunden. Wo bist du? Ganz oben, und mir ist wieder aufgefallen, dass ich kein Fotoapparat dabei habe. Ah. Wenn der Geist jetzt kommt, deinstalliere ich das Spiel. Nein. Wir haben 6,7 gerade im Part. Eine Treppe hoch und rechts. Okay, ich bin im Keller drauf. 6,7 in einem Du anderen hast Zimmer. 5 Kilo abgenommen. Was? Oh Gott. Luna, ich glaube, ich komme zu dir. Ja, da mache ich aber mit. 5 Kilo? Gottes Willen. Das ist echt einiges. Der hat hier So. was runtergeschmissen. Warte. Oder nicht? Oh, war das unten? Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Hä? Bist du unten oder immer noch? Ja. Ja, ich bin in der Küche. Ach, der hat gerade Messer runtergeschmissen. Soll ich es mal fotografieren? Ja. Vielleicht wollte er uns damit was sagen. Nee, er hat nicht gegolten. Also wenn er unten aktiv ist, muss er eigentlich unten sein. Rechts rum und dann das nächste Zimmer wieder rechts rein. Ja. Ach, hier. Ach, fuck, gerade in dem Bereich, ne. Ach Gott, du arschiger Geist. Hungerschmolli. Luna. Ich kann Hunger gar nicht aushalten, ehrlich nicht. Mag ich auch nicht, ne? Tatsächlich. Also, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, also hier, ne? Ja, oben hatte ich schon 7 Grad oder 6 Grad auch kurzzeitig. In den Zimmern. Immer als Vollness. Ich gehe jetzt, wenn ich rausfinde, gehe ich wieder raus.
nie wieder raus, doch da. Schau mal kurz auf unsere Sanity. Tausch meine Temperatur gegen Fotoapparat und gehe mit der Videokamera rum. Also, unten an der Treppe. Ach, jetzt hast du die Tür wieder offen. Ah, Ja. dann ist irgendwie kein. Weil ich glaube nicht, dass wir denken, er sei hier, weil es hier so kalt ist. Ich habe es gerade Sanity genommen, wir haben 60, nimm mal welche. Bis bei unter 50. Werde noch verhungern. Naja, Luna, das. So schlimm ist es hoffentlich nicht. Warst du hier hinten schon? Also hinterm Wohnzimmer hinten? Nein. Ich gehe jetzt mal hoch wegen Orbs. Ah. Knochen hast du schon, oder? Ja. Ja. Okay, und jetzt den auch dabei gehabt, Fotoapparat. Der schmeißt hier Sachen rum. Ich hör's doch. Eh so krass, denn ich habe dem einen Typen dazu geschaut, der ist rumgerannt, der hat genau gesehen, in welchem Raum irgendein Item verrutscht war um 15, hier ist ein Buchding runtergefallen, Bild, um 15 cm oder sowas, ne? Wenn irgendwo ein Teil anders gehängt ist, anders gestanden ist, hat er sofort gesehen. Scheiße, das wollte ich nicht. Vielleicht ein Foto macht. Ich habe mir vorhin eine Tassensuppe gemacht, weil die besser schmeckt als das Essen hier. Ist das wirklich so schlimm, Luna? Also ich meine, was gibt's noch? Der schmeißt doch hier die ganze Zeit rum. Ja, auf jeden Fall. Wo schmeißt du die Sachen rum? In der Küche, ne? Hier gerade. Ich meine, ich habe jetzt oben schon mal eine Kamera hingestellt. Hier, das war ein Teller. Ich habe das schon fotografiert, aber es hat nicht gehalten. Ich meine, die Tassensuppen sind zwar vielleicht ein anderes Thema für sich, aber so schlecht finde ich die jetzt tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Der ist hier. Hier ist er. Hier ist er, ja. Okay, ich habe ihn. Wo bist du? Da ist er. Wie alt bist du? Was willst du? Ich muss warten, bis du raus bist, glaube ich. Moment. Ja, ich warte schon, kein Thema. Wo bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Zeige dich. Geist erscheine. Zeige dich, Geist. Zeige dich. Wo bist du? Ich muss kurz reingerannt, aber ich denke mal, ich weiß es nicht. Rausgehen? Nee, passt. Ich hab's eh krass hingekriegt. Ich wollte es zwar nicht ausschalten tatsächlich, aber... Grad. Ja, hatte ich auch. Dahinter. Ja, da hinten, genau. Hatte ich auch. Ich leg jetzt mal das EMF. 2. Aha, Finger. Okay. Wo ist mein Fotoapparat? Ich bin so schlecht, Toni. Fingerabdrücke. Wenn es Tomatensuppe gibt, schmeckt die nach Ketchup. Es gibt nichts Widerliches auf dem ganzen Planeten wie Tomatensuppe.
Das ist das Einzige, was ich überhaupt nicht mag. Ich bin jetzt mal auf den Laptop gewechselt. War eben kurz weg gewesen. Ja, kein Problem, kein Problem. Die Soße schmeckt nach Soßenbinder mit Schrumpelgemüse, was nach Pappe schmeckt. Die Nudeln sind mehr als durchgekocht, wenn es mal welche gibt. Die Soße schmeckt nach Soßenbinder mit Schrumpfgemüse, was nach Pappe schmeckt. Ja. Ach komm. Wundern, aber du musst ja sagen, es kann nicht jeder so gut kochen wie du. Darf man es auch nicht vergessen. Du kochst ja die ganze Zeit einmal die mega tollen Sachen, ne? Das. Scheiße. Bin wahrscheinlich tot. Der hat die Tür aufgemacht von mir. Ich bin hinter der Tür gestanden. Komm raus, komm raus, komm raus. Ah! Ja, aber ich esse nicht, weil keine Lebensmittelvergiftung von der Klinik bekommen. So schlimm kann es nicht sein. Aber ich verstehe. Natürlich kann es so schlimm sein. Es gibt so Studien, da gucken die nach, wie viel so ein Patient pro Tag an Kosten machen darf fürs Essen. Und du würdest es nicht glauben. Ich glaube, das ist, weiß ja nicht, weniger als 5 Euro, die pro Tag für das Essen eines Patienten ausgeben, obwohl. Carol, willkommen zurück. Das ist halt schon grob dann, Ich meine, ne? damit in vielen Kontexten wird es einfach so schlecht gemacht, muss man echt sagen. Okay. Mietz, sag mal, was ist das für eine Kamera, die Eine du da hingestellt hast? gut platzierte. Ja? Hast du was daran auszusetzen an der Kamera? Ja, ich würde da drüber debattieren. Okay. Also ich sag mal, ich bin jetzt Kontra. Oder du bist Kontra, oder wie? Irgendwie schon, ja. Zu meiner Verteidigung, die Kamera war Ja. gut platziert, während ich weggelaufen bin. Okay. Nee, ich habe die vorhin hingestellt, weil ich gemeint habe, der ist im Gang. Und dann haben wir gedacht, bevor gar nichts dort ist, stelle ich es lieber am Boden hin. Es ist wirklich bäh, ich übertreibe wirklich nicht. Ja gut, okay, dann glaube ich es dir. Wir haben, ganz kurz, wir haben irgendwelche Beweise, wir haben gar nichts, ne? Doch, wir haben Fingerabdrücke, ja, Fingerabdrücke, genau, aber sonst irgendwie nichts. Aber wir sind auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl. Das sag ich jetzt mal. Finde ich. Ist das dieses Spiel mit dem Geist? Es ist ein Spiel mit einem Geist, ja. Oder mit mehreren Geistern, wo wir die Geister ausfindig machen müssen und weiß ich genau richtig, ja. Dieses Spiel ist es. Hast du mir gerade eine Kamera weggenommen? Ich habe keine Kamera nicht. Ich habe ein Fotoapparat mit. Hier ist die. Ah. Wo bist du? Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? Und ich glaube, der ist nicht mehr da, wo er war. Ich glaube, das war da hinten jetzt. Da hinten ist zumindest ein Licht an. Hab von Gnu und Maxi gesehen. Ja, genau, die spielen das einmal, das ist richtig, ja. Also Maxi weiß jetzt nicht, aber von Gnu weiß ich sicher. Die spielt das regelmäßig. Das ist auch schon Level 300 irgendwas, glaube ich. Da hast du recht, ja. Das stimmt. Und das ist dann genau das Spiel, ja. Ja, durch die Kamera, ich habe da jetzt eine aufgestellt, wo du gesagt hast, hinten im Zimmer, weil er da gerade das Licht angemacht hat, während ich da. Ach so, du bist gar nicht drin im Van. Nee, ja, doch, ja. Ja, dann haben wir hier Fingerabdrücke hinterlassen und auch einen Fingerabdruck in der Ding in der Garage.
Wo bist du? Wo bist du? EMF5. Wo bist du? Ich glaube, Box, glaube ich, können wir vergessen. EMF5. Dann ist DOTS könnte Ja, sein. Orb. Box ist wurscht, ja. Buch und Gefrier. Das Orb und DOTS wäre interessant. An sich interessieren mich nicht solche an sich interessieren mich nicht solche Spiele, meinst du wahrscheinlich? Ja, okay. Ja, glaube ich dir. Aber das ist Geschmackssache. Ist es die Kamera? Ja. Ist aber im Zimmer besser platziert aus, als sie jetzt ist. Findest du auch? Ja. Ja. Das sieht richtig scheiße aus. Aber von Nintendo sind die Geisterspiele cool. Zum Beispiel Luigi's Mansion, meinst du? Ich hol mal die von oben, Toni. Luigi's Mansion ist immer cool. Was? Luigi's Mansion ist ein Geisterspiel zum Beispiel auch. Also Geisterspiel. Es ist ein Spiel von Nintendo. Also, scheiße. Wo du quasi einen Luigi spielst, der quasi einen Mario retten muss. Ganz kurz, wo bist du gerade? Ich geh gerade runter. Ich geh jetzt gerade hinten zu der Kamera hinter. Ich glaube, ich hatte gerade DOTS. Ich glaube, der ist gerade in die Garage reingegangen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bin in der Garage, ich habe die Kamera dabei. Ja, DOTS. Kannst rauskommen. Er ist ein Gorio. Unsere Sanity ist 39%. Der hat gerade zum Hand angefangen. Ich bin gerade noch raus. Alter Schwede. Keine Spielchen mehr, ne? Vielleicht kommt ja der Machtblitz auch dazu. Schade, hat nichts geholfen. Macht es bereit. Super, cool. Hast du eingeloggt? Nee. Gorio? Es war DOTS Gold Gorio. Jo. Naja, war das jetzt so mega, aber zumindest immerhin. Das sind keine perfekten Spiele, sag ich jetzt mal, aber es sind Spiele. Also, die sind nicht echt ganz gut, nicht wahr? Macht Dankeschön. Dankeschön. Nein. Ach so, wann spielst du wieder Mario Kart? Wahrscheinlich Donnerstag, diesmal. Es ist jetzt zweimal nichts zusammengegangen am Sonntag, weil diejenigen, die eigentlich immer fest dabei sind oder fest mitspielen quasi, nicht dabei waren, also quasi keine Zeit hatten, weil Arbeit, weil irgendwas anderes war. Aber wahrscheinlich Donnerstag. Also geplant ist aktuell für Donnerstag mal, wenn es dabei bleibt, ich kann es nicht hundertprozentig versprechen, Smash Brothers und Mario Kart. Ich weiß nicht, wie lang was. Ich bin in Smash Brothers furchtbar schlecht. Ich bin furchtbar grottenschlecht in Smash Brothers. Und das wird sich ja nicht ändern bis Donnerstag. Also von dem her, bei Mario Kart kannst du mitspielen, ja. Wenn du das mal ein bisschen mit den Maps, ja. Mario Kart kann man schon mitspielen, ja. Aber bitte nicht wieder rumdrollen mit den Maps. Das habe ich gar nicht gern. Und Philipp, ja, wir haben Smash, wäre auf dem Plan. Wäre auf dem Plan. Donnerstag. Also gerne auch. Es ist nur, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie gesagt, ob wir mit Smash anfangen oder mit Mario Kart anfangen, wie wir was machen, ich weiß es leider nicht.
kommt bei mir auch ganz darauf an, wie es mir ausgeht. Eventuell, wenn ich Freitag frei habe, was sein kann, dann geht's von Haus aus länger, ist kein Thema nicht. Wenn nicht, was auch genauso sein kann, dann, ich weiß wie gesagt noch nicht, das kommt darauf an, wie ich arbeiten muss. Und ich vermute, wir werden mit Smash starten und dann vielleicht zu Mario Kart wechseln, denke ich mal. Smash Bros. Ist auch schlecht. Ich bin furchtbar im Smash Bros. Ich bin furchtbar schlecht in Smash Bros. Also mehr wie auf die Tasten draufhauen kann ich nicht. Hello, Herr Machtel. Guten Tag, Herr Machtl. Wir grüßen Sie. Da muss ich noch schnell den Stream leise schalten. Hallo. Ahoi. Hallo. Und? Wie geht's euch? Ganz gut, würde ich sagen. Mitten in der Killerjagd. Geisterjagd. Wo Ähm, wir also signifikant häufig schon getötet wurden. Jetzt auch gestern schon. die haben wir jetzt gar nicht. Ja, Also Philipp, okay. ganz kurz. Gerne. Hallo Philipp. Wir werden. Ich muss mal schauen, wie es mal ausgeht. Ich muss eventuell. Ich schreibe dich morgen mal an. Weil morgen habe ich vielleicht ein bisschen Zeit vom Stream Wie noch. hast du noch den Code? Ja. 769 7, 6, 187. Warte, ja, 7, 6, 9, 187. 1, 8, 7. Weil Mittwoch geht es mir wahrscheinlich wieder nicht aus und Donnerstag ist es ja dann quasi schon soweit. Der Machtel hat gespielt, schau ihn an. Nein, jetzt hat er mich überholt. Krass. Ja, ich habe 2 Tage jetzt mit einem Freund von mir gespielt. Ah, okay. Also nicht Stream, also privat. Toni hat schon gesagt, sie hat dich irgendwo gesehen am Mittwoch, glaube ich, oder? Auch Ja, aber nur privat, also kein Mhm. Stream, nur so. Auch so ein hohes Level. Ja, ja. Machtel steht für Macht, weißt du ja. Rock steht, bei Toni ist Stein drin, weißt. Bei mir sind Katzen und Erdbeeren drin. Toni spielt auch Animal Crossing. Ja, Toni spielt auch Animal Crossing, aber im Moment pausiert Toni bei Animal Crossing ein bisschen. Toni spielt auch Animal Crossing. Ja. Also ich spiele es, also wir werden es dann um 9 macht. Ich werde um 9 auf Animal Crossing wechseln heute. Ja, ich hab's gelesen, ja. Deswegen habe ich das letzte Mal für ihn gewotet bei der einen Umfrage. Was? Ja, deswegen habe ich das letzte Mal für ihn gewotet bei der einen Umfrage. Was für eine Umfrage? Also ich habe mitgekriegt, du hast gestern einen Bot-Follower gehabt. Ja, aber alles im grünen Bereich. Ah, Es war ganz zum Schluss und es waren irgendwie, ich sage, es sind ungefähr, also ich weiß die Zahl ganz genau, es waren 176 und habe dann, geht es sind aber bloß knapp 110 durchgekommen Mhm. und die habe ich dann gestern Abend gleich wieder rausgelöscht. Habe sogar noch 2 alte Botfollower auch noch erwischt, die ich noch drin hatte. Ah ja, okay. Darum sind es wieder 2 weniger gewesen, aber hat schon passt. Mhm. Ah ja. Ich weiß ja nicht mehr, welches Spiel das war, da gab es die Umfrage. Ach so, okay. DHTS, EMF, Taschenbuch. Irgendwer hat schon was reingeschmissen, sehe ich gerade wieder. Kamera. Bam, bam. Bam, 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 bam. Ich habe jetzt einfach auf alles gedrückt. Was? Ich habe jetzt einfach auf alles gedrückt, also. Ui. 5 Stative. Gut, dann nehmen wir wieder raus. Wie ich das Update 2.0 finde, Carol, ganz ehrliche Meinung von meiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ewig viel neuer Content, es ist ewig cool gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Kaffee, muss ich ehrlich sagen. Ich will Kuchen. Ich muss aber ehrlich sagen, seit dem Update habe ich irgendwie zumindest kurzzeitig die Lust daran verloren, muss ich ehrlich sagen. Also ich spiele heute auch ganz regulär, aber irgendwie ohne recht Update-Dinger. Es gibt so viele Items neu, aber ich weiß nicht warum, weil der Hype wieder so groß ist, ich kann es nicht sagen. Ich bin aktuell Animal Crossing fast raus. Also ich will nicht sagen fast raus, ich spiele es schon noch. Mir gefällt es auch noch, so ist es nicht. Aber es ist irgendwie zu viel neues Zeug wieder. Irgendwie. Also ganz, ganz, ganz komisch. Bin ich vielleicht komisch? Ich weiß, Toni geht es genauso. Darum
ich bin nicht ganz allein. Ich weiß noch jemanden im Stream, der immer wieder dabei ist, der es genauso geht. Aber ja, Obwohl ich manchmal nicht, ich weiß nicht genau, ob das jetzt unbedingt mit dem Update zusammenhängt, weil ich habe gehört, dass viele immer wieder bei irgendwelchen Spielen dann ganz natürlich eine Pause brauchen. Ich habe die letzten Monate so extrem viel Animal Crossing gespielt, dass das jetzt sich anfühlt, als würde es einfach so ein Bounce-Back sein. Weißt du, so ganz natürlich, dass man irgendwie müde ja ist gut, aber vom Spiel oder so. ich war ja nie so lang. Ich habe ja nur im Stream eigentlich gespielt die ganze Zeit. Philipp sagt, da fühle ich aber auch. Also ich suchte, sagt Carol, gut, okay. Ach, echt? Ja, ich habe ja auch die Zeit lang gehabt, wo ich überhaupt nicht, also oder fast gar nicht Animal Crossing gespielt habe. Also mittlerweile geht es wieder ein bisschen besser. Also ich bin wieder drüber über die Phase. Ja, bei mir ist irgendwie, es ist komisch, weil man gedacht habe, irgendwie seitdem, bei mir ist wirklich Punkt Update. Ich habe das Update gespielt, es war super geil, mir hat eigentlich alles im Update super gefallen, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist so, weißt du, sag mal, du kriegst, keine Ahnung, genau das, was du dir schon immer wünscht und dann hast du das und dann denkst du so, irgendwie ist es mir gegangen in dem Moment. Ich weiß nicht, es war komisch. Also ich mag es nach wie vor, ich bin ein riesen Animal Crossing Fan, immer noch. Ich werde es ja immer wieder spielen, oder auch wenn ein neues wieder rauskommt, definitiv auch wieder. Ich kann euch einen Kuchen backen. Das ist lieb. Oh, süß. Toni, machst du bereit? Achso, sorry, ja. Aber das Salz brauchen wir auf jeden Fall einmal. Thermometer haben wir, oder? Aber ja, passt okay. Ja. Ich finde es ja mega, was die Leute bauen auf den Inseln. Nach wie vor, und ich finde es auch super mit neuen Items. Es gibt so viele coole neue Items, die ich auch gerne hätte oder quasi gerne mit einsetzen würde. Aber mir war das in dem Moment einfach zu viel. Was? Halt mal der Erste. Ich habe es noch nicht verstanden, weil es so laut ist hier gerade. Ich sag lieber halt der Erste. In Ban? Ja. Also nee, Cool. du warst, also gut, bei mir, es schaut immer bei Demi-Naming aus, weil der kommt. Ja, wahrscheinlich. Also ich war schon, bei mir war ich vor dir da, aber ich bin ja der Host quasi, macht Sinn. Maki, Ja, bist du jetzt im Lockdown? ja. Oh ja. Okay. Das wird bei uns immer lang dauern. Also ich warte die nächsten 2 Wochen drauf bei uns, dass wieder soweit ist. Also wir haben zu in der Firma. Also ich gehe zwar Mittwoch wieder arbeiten, aber wir haben zu. Also ich warte, wie gesagt, drauf, dass die nächsten 1,5 Wochen, 2 Wochen, dass bei uns auch wieder soweit ist. Also ich denke, um Ja. Weihnachten rum werden wir wieder zu sind. Ich hoffe nicht zu schnell. Mach, du kannst ja, dass der Mikrofon was verstellt hast, du bist mega leise bei mir. Echt? Ja. Warte mal. Bei mir nicht. Besser? Ja, weiß ich nicht. Sagen wir noch mal was? Jetzt? Ja, ein bisschen besser jetzt, ja. Du bist normal immer ziemlich laut tatsächlich. Aber heute eigentlich eher umgedreht. Okay. Ich muss das gerade auf 170% hochstellen, dass ich überhaupt was verstehe. Aber kann vielleicht am Spiel auch liegen, das ist auch möglich, oder keine Ahnung. Wenn da was Setup ist. Nee, wo ist schon das hochdreht? Keine Ahnung. 1,7 Grad auf der Treppe, Toni. Okay. Kellertreppe. 16,2. 0 Grad hier, 0,0. 1,2. Auf dem Weg nach oben? Vor der Kellertreppe. Okay. 0,0. Aber keine Gefriertemperatur noch nicht. Minus, wir haben Minus. Okay. Wir haben Gefriertemperatura. Da bei der Keller, oder? Ja. Nein, im Bereich vorm Keller. Okay. Ich habe hier auch minus 1,8.
Auf der Treppe in den ersten Stock habe ich Minustemperaturen. Minus 2,0. Minus 0,7. Minus Ja, 3,5. der glaube ich ist hier im Gang irgendwo, ja. Der ganze Gang vermute ich mal. Ich habe hinten schon Kamera hingestellt. Achso, Müssen den ganzen Gang abdecken, glaube ich. machen wir noch eine Kamera? Ja, immer. Viele Kameras wie möglich. Ich gehe mit Bock mit EMF rein. Und mit Frutti. Kann auch Pfannkuchen, Karottenkuchen oder Salzkuchen oder Cupcakes, wenn ihr wollt. Alles gut, kein Problem. Wir werden da. Ich muss auch noch schauen, die Rezepte kriege ich schon nachher ein bisschen. Wenn du was brauchst, sag's, weil ich hab Rezepte. Aha. Aber Konditor-Rezepte oder Animal Crossing-Rezepte? Achso, meinst du Beides. das richtige Rezepte? Was Oder weißt du? meinst du das richtige Rezepte oder Animal Crossing? Nein, ich meine schon Animal Crossing. Achso, okay. Also merkst du brauchst richtige. Aber richtige mag ich auch gern. Ich habe auch ganz viel. Nein, ich habe keine Excel-Liste für meine Bücher, habe ich nicht. Nur für den Backformen. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Also wir haben Gefriertemperaturen. Ja. Wir haben Orbs. Also ich sag euch was. Der ist direkt am Eingang des Treppen. Aber ein Foto. Also der hatte gerade. Nee, schon vorbei. Es ist so schlimm, Toni. Was? Der Geist ist wieder vor mir erschienen und ich habe wieder Fotoapparaten dabei gehabt. Ich bin nicht mal hinkommen dazu, da konnte nehmen und extra reingelegt. Okay, also der ist direkt am Eingang. Da sind die Orbs, da sind die Gefriertemperaturen, da ist alles. Da Also ist minus 12 Grad. erschienen ist er hier hinten. Okay. Hier hinten habe ich auch die Minusgrade tatsächlich. Wo bist du? Aber was haben wir noch? Orbs und Orbs. Gefrier. Also Ja. ganz kurz, ihr habt hinten die Gefriertemperaturen hatte ich auch und er ist hinten erschienen und hat hinten was umgeschmissen. Der ist einfach im Gang, Ja. würde ich sagen. Okay. Aber wir können vorne auf jeden Fall ein Ding hinlegen, nur ein Buch auf jeden Fall. Habe ich schon. Das, war Am noch, Eingang. das Buch war noch wichtig. Sanity ist 56, ja. Dann nehmen wir mal kurz, würde ich sagen. Was ist denn eigentlich noch wichtig? EMF ist egal. Okay, also aber alles andere kann das sein. Ja. EMF ist egal. Ah, ich bin so traurig. Ich bin ein sehr trauriger Mann. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Wir haben Fingerabdrücke. Oh, cool. Dann haben wir es schon. Handtuch. Der Penner. Ein Handtuch. Ein Flurhandtuch. Was machst du denn im Eck drin? Bitterlich weinen. Jetzt machen wir die Fotos noch vollkommen mit Salz. Was mit dem? Und wir haben schon alles. Ja, ich wollte ihn provozieren, damit du ihn fotografieren kannst. Wo bist du? Wo bist du?
Warte, ich nehme den zweiten Fotoapparat. Oder, ja, nur kurz Ding rein. 2 Karottenstücke und Wo bist Pfannkuchen du? über. Mega lieb. Dankeschön. Geh durch Wer hat keinen Salz. Bock? Gehe durch Salz. Dodge in den Haufer. Geh durch Salz. Benutze deinen Fuß, um das Salz zu verteilen. Bitteschön. Touch das Salz. So, das ist schon du, oder? Mehrfach. Ja, ich hab's gesehen. Das Bitteschön hat geholfen. Einer oder 2 gehen noch. Nein, Nächste wird nicht mehr. ja, 2 Fotos gehen noch, komm. Trete in das Salz. Gehe durch Salz. Ohne warte schon, dass ich drauf gehe, ne? Das ist nicht Ja. Toni. Ja. Ich lehne mich hier zurück und gucke ins Video und schaue und warte. Ja, der Mietz, der wird immer getötet, wenn er zu sehr auf die Fotos aus ist. So, Das ist die Hintergrundstory dazu. Gehe durch Deswegen warte ich Salz. dann einfach nur noch im Van. Sau lustig. Was haben wir denn für Sanity? 64. Gehe durch Salz. Mach du. Hm? Das hat der Miet sich jetzt antrainiert. So, wenn alle schon fertig sind, muss er noch 5 Minuten ins Haus ein bisschen Fotos machen. Jetzt hat er sich so antrainiert. Aha. Gehe durch Salz. Ja, es gibt Money. Ich weiß, und es hat sich jetzt echt so. Ich stehe dann einfach immer vor dem Monitor und warte, während der Mietz entweder stirbt oder Geld absahnt. Gut, dann fahren wir halt. so fahren wir halt. Habt ihr den Handbuch eingeloggt? Ja. Ja. Gut. Oh. Ich gehe nie wieder ohne Fotoapparat in ein Haus rein, ohne Schmarrn. Ich sage das die ganze Zeit schon. Wie oft war das heute schon? Welcome back. There's some jobs ready for you. Toni? 3-mal. Also einmal hast du gesagt, du fängst gleich an zu weinen. Da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Der hat wirklich, Machtel hat gesagt, gleich fange ich an zu weinen. Und zwar, weil er wieder den Futterbrot vergessen hatte. Und den Geist gesehen hatte. Und da habe ich gedacht, so, jetzt wird's ernst. Ich glaube auch. Ohne Scheiß, es war jetzt heute, also in einer Ding ist mir sogar 2-mal erschienen. Einmal war das Fotoapparat leer und einmal hatte ich ihn einfach nicht dabei. Hm. Das war mehr als belastend. Das hält mein kleines Herz raus. Machtel, du bist jetzt gleich auf Level 100. Jo. Ja. Wieder dreistellig. Mhm. Ich bin gleich 100. Ich bin schon älter schon. Aber warst du nicht letztes du hast aber die ganze Zeit gespielt, oder? Du warst doch irgendwo bei 80 rum, oder? Wie die Toni jetzt ungefähr. Der Ton ist ja bei 90, glaube ich jetzt auch schon, oder? Ja, ja, bei 84, glaube ich, oder 84 oder 85.
Ja, Respekt. Na gut, es geht ziemlich schnell tatsächlich. Darf man nicht vergessen. Hm. Wenn man ein paar Runden hat, die hinhauen. We've arrived. Check the equipment. Wir haben ein paar Kameras dabei. Investigating. And remember to Check. check the whiteboard. Check. Ich nehme eine Kopfkamera mal einfach gerade. Kann man das hinhängen? Man kann die wieder hinhängen mit F. Okay. Careful. Okay. Also, wo ist Ding? Wo ist. Das. Wo ist denn das? Ach, der Raum wieder, alles klar. Okay. Ganz hinten der, oder? Ja, Treppe hoch rechts. Ah, oben ist der. Warte mal, ich habe kein Fotoapparat dabei. Das wird echt zu einem Running Gag. Wirklich. Dass ich kein Fotoapparat Okay. dabei habe, ja. Ja, und dass du dann gleich wieder völlig verzweifelt bist, weil du keinen dabei hast. Das sind. Ich bin der Geisterpaparazzi. Aber kein guter. Also, Strom ist an. Du hast Sie Knochen. gerade Du in der machst jetzt Küche? wahrscheinlich Voodoo-Puppen-Dinge, ne? Du hast einen Knochen schon gefunden. Nee, nicht. Hab kaum noch Handy. Guck, komm vielleicht später nochmal. Luna, danke schön. Bis später gleich. Danke dir. Tschüss, Luna. Zeige dich. Geist, zeige dich. Erscheine vor mir. 7 Grad in der Werkstatt. 5 Grad. Gut, 12. 5 Grad. 6 Grad. Tun ist auf die Fotografie so viel und ich höre sie die ganze Zeit knipsen. Ich habe ein Foto, ich habe ihn noch gefunden. Also, Der war ein bisschen 4 sneaky. Grad. Schnicki war der. Also 4 Grad in der Werkstatt einmal. Werkstatt ist da im links hinten. Erdgeschoss. Ja, da in der Küche hinten rein, weißt du? Der Eingang Ja. links hinten durch, ja. Jetzt haben wir 3 Grad. Ah, das, gut, das ist eigentlich dann schon safe. Also 6 Grad oder 7 Grad. Aber wir waren schon auf 3 Grad unten. 10 Grad. So, das ist ja draußen in der Küche eventuell jetzt so 10 Grad. Und dann kann man 2. Ja, ich habe gerade was gehört, oder? Ja, die Küche, da hat er gerade eine Flasche geschmissen. Die Der da. hat gerade Tür aufgemacht, da unter anderem. Hat den gegolten. Ja, Hatte aber gerade hier auch ganz. Oh, aua. Das war laut, ja. Ui. Der ist mal da Genau unten hier. irgendwo. da im Regal. 4 Grad. Jetzt ist es wieder 8 Grad. お前はもう死んでいる。 Nö, Philipp. So schnell nicht. So schnell nicht. 3 Grad. Ja, ich glaube auch, dass hier hinten irgendwie. 3 Grad. Der springt immer von 3 Grad auf 7 Grad. 3. 7. Also ich vermute, dass der da irgendwo ist. Hier kann halt wirklich rum. Wir haben Fingerabdrücke Wo denn? in der Küche an der Tür dran. Was hast du mitgenommen? Was? Was hast du für Gerätschaften dabei? Ich Ich hab habe noch ich hab, Buch. ich hab, ich hab eine Gruzi dabei und ich habe einen Fingerabdruck und Gefrier und Foto. Kamera habe ich auch schon eine aufgestellt. Schreib ins Buch.
Aber ich weiß nicht, ob die Kamera richtig ist. Ich kann es mal Seit reinstellen. wann, Es waren wieder 2 Grad in der Küche. Hey. seit wann sind denn an den Stativen schon die Kameras drauf? Habe ich gemacht. Ah? Wann hast du das? Die sind jetzt vorinstalliert. Jetzt haben wir wieder 5,8. Ich war vorher kurz draußen, habe das Equipment gewechselt. Hab Taschenlampe reingeschmissen und habe alles getauscht. Sanity ist bei 40, gell? Dann gehen wir mal raus. Ich habe schon genommen, wir sind bei 50 wieder. So, ja, noch welche nehmen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich vermute einfach, wir haben keine Orbs. Ich schau mal. Ich bin gerade schon rumgerannt, damit zumindest sehen wir es aktuell nicht. Doch. Doch, wir haben Orbs und Gefriertemperaturen. Ops, ja. Ungefähr Temperaturen. Man sieht es auf der Kamera, ja. Dann haben wir schon wieder den Handtuch. Dann haben wir ihn schon wieder. Fingerabdrücke, Diktättemperaturen und Orbs. Nice. Haha. Fingerabdrücke, Ah, hier ist er. Gefrier, Orbs, Handtuch. Haben wir einen Bewegungssensor dabei? Ja. Ja, Dann den noch. ich montiere mal. Mist. Markel, Mhm. kannst du mal mit mir mitkommen und eine Kamera und einen Fingerabdrucksensor mitnehmen? Achso, habe ich, Ich bin schon- grad hab ich, mit hab ich schon, Bewegung Toni. Ach, hast du. Aber ich würde gerade tatsächlich auf die Fingerabdrücke gehen, jetzt tatsächlich in erster Linie mal. Also können wir gerne schauen, wenn du Fingerabdrücke siehst, dann sind die wichtiger. Brauchen wir da was? Also Fotos wahrscheinlich. So wie ich den Miets kenne, ne? Das heißt wahrscheinlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was du willst von mir. Laufe durch das Salz. Drücke deinen Fußabdruck in den Salzhaufen. Ja, schau mal, siehst du? Mach den. Bitte. Aber ich mach schon. Okay. Also, ich habe kein Foto. Laufe durch das Salz. Betatsche eine Tür. Touch the door. Baby. Er ist durchgelaufen, aber hier gleich wieder despawned, also keine Fußabdrücke. Nur die Vorderen. Laufe durch das Salz. Ja. Hier. Guck mal auf unsere Sanity. Mach das. Viel brauchen wir nicht mehr. Ah, hier auch noch. Wenn es zu viel wird, sagst du, dann gehen wir raus. Wir haben jetzt, glaube ich, schon gut Fotos. Eins, Dann 49. 49. na gut, dann machen wir Schluss, egal. Ich hätte noch ein Foto und ich hätte noch... Passt schon. Bin fertig. Gut. Aber Miets. Ja, kann man ein bisschen mitnehmen, können wir schon das Zeug. Okay, habt ihr alle den Handtuch? Ich Ja. schon. Fertig? Bereit. Ja. Bam, 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 bam. So Ja, läuft's. Philipp, wir sind nicht gestorben. Genauso muss laufen. $180. Nice. I've got some jobs ready for you. Also ich glaube 270 oder 290, glaube ich, ist das Maximale, was man kriegen kann. Ach Gott, Philipp. 100. Was brauchen wir noch? Also, wir brauchen noch eine Kerze. Jo. Und Salz habe ich gerade auch noch rein.
Dann ist der schon wieder voll, ne? Ja. Sonst haben wir alles. Was nehmen wir? Nehmen wir. Wenn Maple Lodge ist ja noch eine Option immer noch. Nehmen wir es mal Willow, ne? Was? Bei Maple Lodge bin ich bestimmt sofort tot, aber wir können es gerne mal probieren. Ich habe da überhaupt keine Orientierung. Ich finde, das sieht alles gleich aus. Machen wir erst Willow. Okay. Es ist tatsächlich so, es schaut ziemlich identisch aus, das ist der Meinung bin ich her. Also, ich orientiere mich ein bisschen an den Farben von dem Zölten, wo das Haus ist, aber. Du hast übrigens die Figur gewechselt, Toni. Ja, ich weiß. Aber was würdet ihr sagen, ist von der Größe her, Maple Lodge ist so zwischen den Häusern und den ganz großen Karten, oder? And it looks like they left in a hurry. Ja, es ist eine mittlere Größe. Übrigens die Kopfkamera auf, gell? Wenn wir schon dabei haben. Ah, was ist das was? Oh, mein Lieblingshaus. Weil? Kennst du dich hier am besten aus, Mathe? Ja, Also das Ding ist nicht da, muss in der Garage sein. Fotografiert wird die Voodoo-Puppe im Eck unten, dann gehe ich Strom anschalten. Wo ist die? Ganz rechts im Eck hinten. In dem Schrank drin. Okay. Strom ist an. Wir haben 6,1 im Keller. Kann ein bisschen zu früh sein vielleicht jetzt. 9,57. 4,9 im Gang. ja 4,9 da im Zimmer. Ah, okay, ja, dann ist es wahrscheinlich zu früh. Es regnet, die Erde wird nass. Wir sitzen im Trocknen und Knochen. haben unseren Spaß. Im Badezimmer ist der Knochen. Mhm. Boah, ich habe kurz Orbs gesehen, aber ich glaube, das war was eine Spiegelung. Sag mal, geht's hier nach oben irgendwo? Nee, Nee. nur nach unten. Ich habe ja noch keine Knochen gesehen. Knochen habt ihr schon, gell? Ja. Mhm. Orbs sehe ich keine. Ich bin jetzt maximal weit weg von meinem Fotoapparat, also könnte Geister nicht erscheinen. Oh, die Kühltemperaturen -3. Wo? -3. Hier unten im Keller. Keller. Und zwar, wenn man runter im Keller geht, nach links. Und dann der zweite Raum auf der linken Seite. Okay, war ja gerade drin. Ja. Zweite Raum auf der rechten Seite, meinst du, oder? Ja, sorry, ja. Ja, stimmt, haben wir ganz klar, ja. Ich habe ein Problem. Was?
Was sagst du, du hast ein Problem? Ja, Wieso? Was denn? ich bin ohne Licht runtergegangen, habe ich gerade gemerkt. Ich komm gleich. Oh. Ich komme mal hoch. Da bist du. Was für ein Raum war es? Der zweite rechts, oder? Wie? Du gehst, ja, also gehst nach unten in den Keller, dann links und dann der zweite Raum auf der rechten Seite, der mittlere. Ja, komm, gehen wir so Also, runter, ist ja. doch wurscht. Da war gerade das Licht drinnen. Ja, habe ich gerade reingestellt, weil ich nicht mehr runtergefunden habe. Okay. Nicht mehr rausgefunden habe. Toni, was hast du mit? Oh fuck. Ja, mich hat er voll reingesprungen. Da ist dann. Fuck. Du. Ah, da. Das ist gerade in den Raum raus, wo ich reingesprungen bin. Also daneben quasi drin, oder wie? Ja. Ich wollte da rein und der ist da raus. Ja, aber das ist ja jetzt wieder dieses typische, wo man sagt, dass der durch Wände geht, oder? Weil das sind ja direkt. Eigentlich. Oh nein. Also. Aber es ist vorbei. Ich war Oh, kurz. Miet, wir haben uns direkt nebeneinander versteckt. Du bist mit der angeschalteten Taschenlampe, habe ich zugerannt und gedacht, oh mein Gott, wie scheiße. Warte. Ich war eins mit dem Fahren. Ich nehme gleich beide. Ich gehe nochmal runter und stelle noch Kamera auf. In anderen Raum, Toni. Okay? Ja, sorry, ich bin gerade mit der Du Durchsicht. siehst übrigens auch meine Helmkamera, meine Kopfkamera normalerweise. Ja, kann ich sehen. Wir haben jetzt nur Gefriertemperaturen, oder? Bisher ja. Hi, ich habe das Spiel jetzt extra nicht so laut, weil es mir immer zu sehr auf die Ohren geht. Wenn er huntet, dann sagt ihm mir mal ganz kurz, er huntet, okay? Was wir kriegen, ja, gerne. Noch viel zu viel Zeug. Haben wir ein zweites Buch unten? Wo bist du? Ja, In beiden Räumen? ja. Wo bist du? Wo bist du? Okay, sie ist verbuggt. Ich kann sie nicht benutzen. Ich leg die Box mal vor die Kellertür oben hin, ja? Ja. Dann kannst du sie vielleicht für nichts machen. Martin, Hm? kannst du ab und zu die Bücher gucken da unten? Ja, bin wieder dabei. Ich finde nur das zweite Buch nicht. Wo ist denn das? Ist im anderen Raum, in dem Nebenraum, nicht in dem, wo du gestorben bist. Nee, da meine ich ja. In dem Raum, wo ich gestorben bin. Wo ist denn da? Da eins? Nee, ist keins, oder? Hast du es vor die Kellertür oben hingelegt oder unten? Vor die Kellertür oben. Ach da. Achso. Also, noch hat er nicht reingeschrieben. Aber der schmeißt gerade Sachen um. Wir haben Fingerabdrücke.
Oh, cool. Das heißt, Geisterbox ist egal. Und DOTS ist auch egal. Das heißt Orbs, Buch oder EMF 5. okay, dann habe ich. Also ich bin wieder raus. Hm. Dann machen wir jetzt mal Cruzi runter. Und EMF EMF 5. liegt eh unten, glaube ich, normal, oder? Ist keine. Das eine liegt auf jeden Fall Ja, unten, weil ich ja genau. das reingeschmissen habe. Da liegt eins, glaube ich. Ja, ja. Hast du eins dabei, Eins Toni? Ja. Ah, okay, das deswegen. Er hat Licht angemacht da drin im Raum. Also im anderen Raum, Toni. Hast du noch viel angehört? Nee, ist 2. Aber ich lege es jetzt mal unten hin, damit der Machtel uns Bescheid sagen kann. Es ist aber in dem Raum, in dem du gerade bist, ist es mehr. Achtung. Ich bin tot. So die verdammte Ja. Kacke. Ja, gut, aber EMF 5 liegt jetzt auch unten. 2 Bücher liegen unten. Also es müsste jetzt relativ. Es müsste eigentlich jetzt alles da sein. Und vor allem, man kann jetzt als Toter auch mithelfen, glaube ich. So. Toll. Aber nicht gedacht so. Ja, sorry, war nicht mit Absicht. Nee, ist schon klar, Gott tun, ihr könnt beide nichts dafür. Ich bin ja auch gerade so weggekommen von ihm. Er ist auf jeden Fall ziemlich aggro und dadurch, dass wir halt nicht so viel Sanity haben, Ja, 13% Sind wir- habe ich jetzt auch noch. ja, 9, 8, 10. Wo ist denn das zweite Buch drin? hier ist eins. Und hier Also, müsste es Also eins habe ich auf den schwarzen Bereich abgelegt, auf den komischen Ölbereich, sag ich mal. Müsste in dem Raum eines sein Da. normalerweise. Da, glaube ich. Da ist. Ich hab's. Aber steht nichts, da steht nichts drin. Ne? Also ich sehe kein, was haben wir jetzt eigentlich noch? Wir haben jetzt noch Wir haben Fingerabdrücke. jetzt noch Dämon, EMF. Hanto, Chin. Mhm. Also entweder Orbs, Geisterbuch kontrollieren wir und EMF müsste auch hier rumliegen. Das habe ich ja gerade verloren, als ich gestorben bin oder hingelegt, als ich gestorben bin. Hast du das schon gesehen, Mark? Nee. Nur das eine in einem anderen Raum. Da habe ich noch nichts gesehen. Ich dachte mal, was ist Da denn liegt jetzt vielleicht los? Ach Gott, nur noch gerade so ein böse, also Evil Love quasi abgespielt, so eine böse Lache. Ach so. Und ich habe gedacht, der Machtel lacht, das ist dem gerade so ganz komisch, weil er vielleicht das Buch gefunden hat oder so. Also, was? Da habe ich gedacht, nee, das muss im Spiel gewesen sein, der Geist, weil ich bin draußen, aber ich dachte, hä? Also ich sehe durch die Kameras keine Orbs. Ich verwirre gerne, ja. Ich stehe vor dem EMF. Also eins liegt da, genau, schau. Toni. Dann habe ich das hingelegt. Da ist eins. Jin, Hand to Dämon. Jin, könnt mal schauen. Könnt ihr mal kurz schauen, ob der Stromkasten an ist? Seht ihr das? Ja, der ist nur an. Der ist nur an. Gut, dann kann es der Jin nur sein, schade. Ein Jin bewegt sich schneller, wenn seine Opfer weit weg sind, schwächen dem Ort seiner Stummen sind hinter der Jin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Beweise. Dämon. Gut, ist eh klar. Aber Dämon und Handtuch kann man beides nicht wirklich mehr nachweisen.
Hunter wären Orbs und Dämon wäre Buch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ohne jetzt die Beweise anzugucken, spricht schon viel für den Dämon. Also so schnell, wie wir Sanity verloren haben, gleich zu Beginn. Ja gut, Und- wir müssen gar nicht Sanity verloren haben. Am Anfang, gut, haben wir zwar, das stimmt, das ist richtig. Aber ich glaube, der Dämon draint sie gar nicht mehr. Der kann nur ab 70% handen. Aber das spricht... Ja. Der wenn Machtel umgebracht hat, bei ab unter 70%, sage ich jetzt mal, hat jeder von uns, glaube ich, 15 oder 25% Sanity verloren, durch das, dass er gestorben ist. Ja, aber unsere Sanity war schon scheiße, als Machtel gestorben ist, sonst wäre er nicht so schnell gestorben. Nein, ich meine, unter 70%, wir waren ziemlich lang drin. Das geht auf Profi ziemlich schnell. Wenn man keinen Richter angemacht und so weiter. Also das wird schon passen. Und wenn Machtel dann bei 70 gestorben wäre, oder unmittelbar nach 70, sag ich jetzt mal, und dann ziehst du 25 ab, dann bist du bei 45 und wir waren irgendwo, glaube ich, in die 30er. Also es könnte schon sein, dass er Dämon ist, auf das drauf bezogen, aber ich glaube ja, recht viel runterziehen, glaube ich, du keiner von den dreien. Aber es wird von Dämon sprechen, das ist richtig in dem Fall, ja. Welcher zieht denn so schnell? Gibt's da einen? Ja, gibt schon. Das war, glaube ich, der Spirit oder Shade, warte mal, Spirit. Nee, warte, was Shade? Wer war jetzt das? Jurai. Da, Jurai hat einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Jurai zum Beispiel. Er hat aber Sachen geschmissen heute hier? Ich weiß gar nicht. Hab ich nicht mitbekommen. Weil die Interaktion, die der Geist macht, ob man es mitkriegen oder nicht, zieht natürlich auch wieder Sanity. Also wenn es ein Dämon ist, gehe ich jetzt nicht mehr rein. Nee, ich meine, also ich stehe vor Buch und EMF. Ich glaube, der Machtel steht auch vor einem EMF-Gerät. Ja. Und du guckst auf die Orbs. Also irgendwas muss ja jetzt noch passieren, damit wir den richtigen rausfinden. Ich weiß nicht, was der richtige Raum ist von den zweien. Ich sehe ja keine Orbs. Der muss ja gar nicht mehr in den Räumen sein, das ist das nächste wieder. Upsala. Ja gut, wenn er den Raum gewechselt hat, dann müssten wir, dann müsst du jetzt raten, weil sonst bist du auch noch tot. Ich glaube, Dämon. für den Hantu ist er mir ein bisschen zu krass, weil Hantu hatten wir jetzt die letzten 2 Male. Ich finde schon, dass der jetzt ein bisschen heftiger drauf war. Ja. Gut, ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Ja, das könnte dann auch sein, oder? Der hat mich ja immerhin auch durch nicht gerades Gelände relativ schnell jetzt verfolgt. Gut, war vielleicht wieder gut, nicht gerade, okay, hast recht. Generell sage ich jetzt mal, ein Djinn bewegt sich schneller, wenn seine Opfer weit weg sind. Gut, weiß ich nicht. Aber wir hätten das 3. Mal hintereinander ein Handtuch. Klar kann es sein. Wieso? Was mit Dämonen? Nee, wir hätten das 3. Mal hintereinander ein Handtuch. Klar, es kann sein, sage ich, aber allein aus dem Grund würde ich ihn schon ausschließen. Ich wäre jetzt auch eher auf den Dämon oder Djinn. Ihr könnt höchstens noch mal kurz schauen, ob die Ding auf der Stromkasten an ist. Der ist noch ein. Gerade geschaut. Ach, das ist eh im Keller unten, gell? Mhm. Hier, wenn es ein Dämon wäre, dann hätten wir Geisterbuch. Wenn es ein Hantu wäre, Orbs. Ich weiß nicht, ich denke irgendwie eher EMF, oder? Djinn. Oh, ich weiß nicht, Djinn oder Dämon. Pack gerade in die Map rein. Also wir haben jetzt nur
Gefriertemperatur gehabt, oder? Oder haben wir noch Nee, Fingerabdrücke hat man auch. Ah, ja, okay. Also die Chance, das Ding, dass es Orbs sind, kann natürlich sein, wenn er es wirklich gewechselt hat. Der müsste halt jetzt komplett woanders sein. Ich kann halt jetzt auch, ich habe keine Chance, dass ich runtergehe zu euch. Ohne wahrscheinlich drauf zu gehen. Ich probiere es gern. Nein. Ich bin dagegen. Also ich meine, wenn wir jetzt falsch fliegen, haben wir zumindest alle noch ein bisschen Geld. Wenn du jetzt stirbst, haben wir gar nichts. Das stimmt wohl, ja. Erstmal in die Garage mal reingelurt und in den Vorraum, also da sehe ich auch keine Orbs. Wird nicht da sein, muss nicht sein, ist bestimmt auch nicht da, aber ich würde. Orbs sind halt so unberechenbar. Wir hatten Glück, dass wir die Fingerabdrücke gefunden haben, sage ich ehrlich. Also was sagt ihr denn? Jin oder Dämon? Oder Hantu? Ich hatte Jin viel zu wenig bis jetzt, dass ich sagen kann. Also Hantu würde ich jetzt tatsächlich. Ich weiß nicht. Was ist Hantu? Hantu wäre Orbs. Ja, Orbs würde ich fast ausschließen tatsächlich, ja. Ich bin wirklich komplett. Ich bin mehrfach mit der Kamera durchgerannt, habe mehrfach geschaut nach Orbs und wir haben die Kameras aufgestellt in beiden Räumen. Und haben keine gesehen. Ich glaube eher, es ist EMF. Also, das ist jetzt. Oh, warte mal, wir haben EMF. Warte. 4. Ich werde jetzt auf Dämon. Aber es ist 4, Das Buch ist immer noch leer, oder? oder? Ja. Ja. Ja komm, dann machen wir Dämon. Warte, ich Ich gucke war mal uns an. EMF 5 wäre Jin. Ja, eben, das meinte ich jetzt gerade. Also ich glaube irgendwie dadurch, dass wir hier 2 Bücher liegen haben in beiden Räumen und genau da auch die Aktivität war, wir gestorben sind, wir die Gefriertemperaturen hatten und wir die Orbs hatten und er nicht ins Buch geschrieben hat, Orbs haben wir glaube keine. ich eher das... sorry. Ja, stimmt, da hatten wir keine. Fingerabdrücke waren an der zweiten Tür dran, ja, hinten beim Sicherungskasten. Aber innen. Aber er hat jetzt hier gerade was runtergeschmissen, zum Beispiel in den Raum, wo wir tot sind. Gut, dann Macht die stimmt's? Mhm. wird er hier noch sein. Ja. Ja gut, also ich bin für Jin, einfach nur weil ich denke, wir haben EMF 5 verpasst. Ja, kann gut sein. Aber Es kann aber beides ich- noch kommen, ich- aber ich gebe da recht. Jin. Ja. Eher Jin. Habt ihr eingeloggt? ja, Wollt ihr da bleiben oder kommen? ach, Wach, geh mal. bis wir hier oben sind. Der schmeißt immer noch Sachen um. Dann schau ich sicherheitshalber nochmal. In welchem Raum ist es denn? Wo der Benzinkanister Ja, da wo steht wir- oder nicht? Nee. In dem Raum steht der Benzinkanister und in einem anderen Raum Ach so. sehe ich. Ja, in den Raum, ja. Weiß ich, steht die Kamera vorne und rechts daneben steht so ein Benzinkanister, oder? Mhm. Im Regal drin, ja genau. Da sehe ich aber auch nichts. Gut, die Kamera ist leider ziemlich schlecht, aber ich sehe ja nichts. Na, bleiben wir bei Jin, komm. Egal. Wir fahren. Bin gespannt. Toni ist nicht da. Achso, ich dachte, du wolltest unten bleiben. Ich stehe vor dem Van. Ach, scheiße. Oh. Jin. Jin. Ja. Gut. Zwar nicht so viel Geld, aber immerhin Geld. 135. 22. So, ich möchte mich jetzt gerne einladen lassen auf die nächste Runde. Macht es. Braucht Ja. 2 Sugar Daddies. Was nehmen wir für Map? Mm, Highschool? mm. Maple Lodge mal? Ja, Mir ist machen wir mal Maple Lodge. Ich kenne mich da aber gar nicht aus. Ich sterbe bestimmt ganz schnell. Asylum ist ein bisschen krass, Philipp. Also, Asylum ist einfach nur schlimm, weil es so groß ist. Übrigens sind die dabei aktuell. Es kann sein, dass die Asylum Map halbieren. Also quasi, Asylum hat ja quasi links und rechts die Flügel raus und dass die quasi einfach die Flügel nur halb so groß machen. Weil die Asylum Map mit Abstand die am wenigsten gespielte Map ist. Weil so groß.
Anscheinend. Also es war vor kurzem quasi eine Frage da an die Spieler, an die Zuschauer, quasi an der Community von dem ganzen Zeug, was ihnen lieber ist, quasi eine komplett neue Map zu machen oder die anderen zum Überarbeiten. Wohl dasselbe Aufwand ungefähr. Also Überarbeiten heißt im Sinne von, dass jedes Haus sein eigenes Thema kriegt, sprich eines quasi ist so erbondet, also verlassen, das andere quasi mehr so modern eingerichtet. Solche Sachen einfach. Oder, und vom Asylum quasi war auch die Frage, ob sie da Probleme damit hätten, quasi wenn man das halbiert, oder was die Leute quasi, ob man so mehr spielen würde, wenn man es halbieren würde. Hinzufügen, DOTS, IMF, Geisterbooks, Buch, V, Videokamera, Kerze, Kruzi, Feuerzeug, Bewegungssensor, Foto haben wir schon drin, Salz haben wir noch, Sanity-Pillen haben wir noch, Räucherstäbchen haben wir noch. Haben wir alles? Temperatur haben wir noch. Kerze, Kruzi. Thermometer fallen, ne? Oder? Ich habe drei Nee. reingeschmissen. Taschenlampe habe ich auch noch eine reinggeworfen, da waren schon 2 drin. Ja, 2 habe ich gekauft noch. Okay, dann dritte habe ich reingeschmissen. Stativ haben wir drin. Stativ, warte mal, haben wir nicht so viel. Sanity-Pillen haben wir, Fotoapparat, Bewegungssensor. Müsste alles sein, oder? Bewegungssensor haben wir, genau, das ist meiner, oder? Ja, passt. Ja, einer ist weg. Ich weiß was, ich habe bloß geschaut, nicht, dass du auch noch einen reinschmeißt, weil 2 brauchen wir, glaube ich, sicher nicht. Ja gut, ich würde sagen, passt, oder? Dann auf zu fröhlichen Sterben. Ja. Also, ich bin ja jetzt hier kein Profi, aber ich habe gehört, dass das die Map ist, die noch am verbuggtesten ist. Habe ich ja gelesen, ja. Hast vollkommen recht. Wurde aber seitdem, das wurde mit dem Nightmare-Update ist rauskommen und seitdem hat es einen Bugfix gegeben und der war ziemlich viel der Map gegolten, also. Mhm. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Reinigen, Nothing to Räucherstäbchen, report, Geist-Event but it looks und like whoever was Jagd, here left in Räucherstäbchen. a hurry. Einzelpersonen und Gruppen. Okay. Ich hab jetzt schon mal. Knochen ist richtig arschig zu finden, glaube ich. Mhm. Bei dem Untergrund vor allem. Ach, da hinten kann man jetzt auch rumrennen. Das ist neu. Hm? Das haben sie auch geändert, Toni, wo du gerade rumgerannt bist. Das ging früher nicht. Ja. Boah, ich habe hier gerade schon voll die Orientierung verloren. Ich, dass er die ärgert. Ich habe gedacht, ich renne das Schnurstracks auf den Ding, auf den... Fuck. Also, hier, habt ihr es gehört? Mhm. Hat euer Licht auch geflackert? Nee. Okay, ich habe hier das rote Zelt aufgemacht und er ist sofort hier, hat's angefangen. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das heißt, dass er hier drin ist, aber... Kann man alle Zelte aufmachen? Nicht, ne? Ja, alle glaube ich nicht. Fünf Grad in den schwarzen Zelt da hinten. Was? Natürlich ist er mir wieder direkt vor der Fresse erschienen bei dem weißen Zelt, wo Honig gesagt gehabt hat. Natürlich hatte ich wieder kein Fotoapparat dabei. Tut mir leid. Irgendwie, aber auf der anderen Seite finde ich es auch lustig.
Ich kann kotzen, ich kann es gar nicht sagen. Und zwar in einem Strahl, der bis auf München gegangen aktuell. Also es ist... Da ist der Strom, der ist an, okay. Im weißen Zelt. Wo ist denn das? Das weiße Ich habe Zelt? hab eine Kamera davor hingeschmissen unter Temperatur. Ich weiß aktuell nicht mehr, ich glaube dahinter. Hier so hinter, glaube ich. Ja. Da, Donny. Andere Ja. Richtung. Ich war böse, bitte nicht. Dann gehe ich nicht mehr raus. Warum warst du böse, Lea? Und was meinst du, Luna? Ah, hier, das weiß jetzt, Alter. Der war genau hier stehen an dem Eck. Genau. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, und das ist genau da, wo er vorhin gesungen hat. Genau da, genau da. Ja, hier ist auch viel kälter als sonst wo. Jetzt kommen wir jetzt mit, weil nochmal ich kotze und streuen bis nach München. Da hat Luna gesagt, bitte nicht, dann gehe ich nicht mehr raus. Dann mal, hä? Der Klaus ist ja in München, stimmt ja. Kann mir jemand den Weg zum Van zeigen, bitte? Ja, komm. Depp. Ach Gott, Verlust. Ist so schön. Ich habe Susi und Domi eventuell einmal für 50 Euro und einmal für 15 Euro Nintendo Eis eShop Code gekauft, damit sie sich das neue Pokémon holen können. Oh mein Gott. Das ist böse, das ist ja mega lieb von dir. Ah, wir eShop. haben 55% Sanity. Also ist der wirklich hier? Bei dem roten sind 9,8 Grad. Die Map ist scheiße. Darf ich das mal so nebenbei sagen? Ja. Toilette Nimm haben, mal Sanity-Pillen. ja, Toilette haben wir auch gerade. Verkleiden wir uns oder wollen wir noch weiter mit Temperatur suchen? Ich Ja. glaube, ich habe gerade EMF gehört. Wie schaut denn die Sanity aus? 65%, aber Machtel, hast du auch schon was genommen? Ich wollte gerade die Kamera nehmen. Was hast du? Ich habe DOTS und Kamera. Okay, dann nehme ich noch. Aber 7,8 Grad vor dem Zelt zumindest. Vor welchem? Bei dem weißen. Was gerade kurzzeitig 7,8. Machtel, nimmst du noch mehr mit als nur Buch? Ja, die Kamera, die zweite nehme ich noch mit. Okay. Also die eine Kamera ist schon im Van, also in dem weißen Zelt drin zumindest. Ich tue die mal, glaube ich, eher vor das Wo ist jetzt Zelt. das Zelt nochmal? Also ich stelle eine auf vors Zelt mit. Ja? Okay, dann stelle ich eine rein. Achso, ja, gut, egal. Also ich habe auch noch eine mit. Stell es irgendwo hin, ja. Aber hätte dich haben uns das Geld eigentlich geteilt. Eigentlich haben sie es von uns beiden bekommen. Ah, okay, aber ist trotzdem süß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den krieg, Pokémon, weil ich habe mir es ja eigentlich bestellt, oder mehr oder weniger wurde es mir quasi bestellt. Ich weiß bloß nicht, ob das Mighty erfolgreich war oder nicht. Schreib ins Buch. Beiden am Gewinn verfreundet. Ja, schön. Das Geist-Event war mein Verdienst wahrscheinlich wieder, denke ich mal. Ich hab. Ach Gott, ich kann so kurz. Und jetzt ist schon wieder weg.
Ich leg mal Kruzifix hin. Einfach, dass er was tut. Temperatur ist der irgendwo. Habt ihr einen Knochen gefunden? Nein, Nein, wie enttäuscht. nicht mal ansatzweise. Ich finde es auch so schwer, mich hier zurechtzufinden, muss ich echt sagen. Meinst du, dass der Knochen auch im Haus sein könnte? Ja, da wollte ich jetzt gerade hin. Mit Temperatur in der Hand allerdings. Deswegen habe ich es gerade geholt. Und dann also ich gehe jetzt mal ins Klo rein, weil da vorhin im Klo haben wir 8 Grad. Na, 12,6. 12,5. 8,9. Du, ich glaube, der ist da am weißen Zelt. Das Immer war nicht halb. alles nur Zufall. 7,2, 7,3. Also kalt das ist aber in der Toilette oder um die Toilette rum. Und überall 18 oder 20 Grad, nur in der Toilette selber drin quasi sind es um die 7. 7 bis 8. Auf der anderen Seite sind es auch 20 Grad. Das ist wirklich nur die eine Toilette. Ja. Boah, ist das schwierig, wenn der die ganze Zeit die Orte wechselt. Marty 11 und Grad, 11,4 Grad. Mies, könnt ihr nochmal Sanity nehmen? Wir sind schon bei 55%. Ja. Also hier sind um die 9 Grad überall, das wird ein Ratespiel ohne Ende. Ich gehe mal ins Haus hinter. Ich hab Oder- EMF 5. Ich hab EMF dabei, wollte ich sagen. Marlene, glaube ich, sagt immer eben 5, gell? Ja. Ja. Kann gut sein. Ja, wir wissen, was gemeint ist. Also ich bin beim Haus, oder ich gehe Richtung Haus. Mal 9 Grad, kurzzeitig. Wo bist du? Wo bist du? Im Haus sind 9 Geht gar Grad, nicht. 20 Grad. 14. Markel, Hm? kannst du mit der Box... Ist im Van noch eine Box? Eine Spirit Box? Nee. Wir haben gleich nur eine können wir dabei. uns... Ich habe auch eine dabei, aber bei mir geht die wieder nicht. Ich komm. Kann... Nein. Ja. Warte. Ich schmeiß sie hier unten hin. Kannst du vor dem weißen Zelt mal damit sprechen? Ja. Ja. Ich probier's. Wenn ich es nochmal finde. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nee, macht bei mir auch nichts. Wo bist du? Leuchtet das Kreuz? Nein. Wo bist du? Auch nicht. So, dann komme ich mal, vielleicht ist es wirklich buggy. Wo bist Geht's du? mal nochmal im Van raus damit. Auch 8,9 am Steg. Wird der Wind gehen, Schatzi. Vollstoff. 63% Sanity. Also das Kälteste war wirklich, das ist wirklich nur in einer Toilette, aber das war schon alles. So 9 Grad haben wir überall mal oder 10 Grad, aber 8 Grad hier hinten, 7,9. 14,5. 7 Grad. 6,5.
6,6. Eventuell Richtung weißes Zelt, Richtung Haus hinter. 7,9. Und am Zelt direkt, was war da jetzt für eine Temperatur? Wir haben die 6 Grad, aber es war ein anderes Zelt. Es war ein anderes weißes Zelt, muss ich sagen. 8 Grad, ich gehe mal hin. Sehe aber kein auch nicht. Das glaube ich schon eine ganz andere Stufe härter, glaube ich, irgendwo zu finden. Ja. Ihr seid beide raus oder seid ihr drin? Ich guck Aus. nach DOTS. Ich hatte gerade das Gefühl, ich hätte DOTS gesehen, aber das war, glaube ich, Eingebildung. Gut, oftmals haben wir schon, was sieht man es aus einem kleinen, ja, so im Augenwinkel irgendwie nur ganz, ganz leicht. Also 8 Grad habe ich regelmäßig 7,9 vor dem Zelt. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Kennt sie, danke dir. Vielen lieben Dank. 6,8 Grad beim Lagerfeuer. Dankeschön. 7,4. 5,3 vor, ja genau, vor dem Zelt. 5,3 hat man jetzt kurzzeitig. 16,1. Gerade wieder auf 5. Bam, schreibt er, das kennt sie. Da hast du ein Zeichen, ja das stimmt. Also Bücher sind beide leer. Sanity ist bei 48% und wir haben nichts mehr. Ja, das hilft auch nichts. Okay. Was Also die probieren wir denn Box. Was Die ist Box mit der geht Box? Also bei mir ist es nicht gegangen. Bei mir auch nicht. Wo ist, Also denn ich die, kann jetzt probieren, nochmal reingehen, aber wo ist denn die Box? nicht mehr, im Van. Im Also Van. gesagt, ich soll es im Van bringen. Ich lege jetzt vor, das weiß jetzt halt der Fotoapparat hin. Wenn der wieder erscheint, dann Red gut. Nee, aber das ist halt belastend, weil das wäre schon cool. Du hast Geisterfotos, das sollten, ich krieg so oft die Gelegenheit dazu. Wo ist die Box? Da. Wo bist du? Na, bei mir geht sie. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Sollen wir gehen? DOTS. Wo bist du? Ich hab's auch gesehen. Was willst du? Wie alt bist du? Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Was willst du? Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Das sind. Wo bist du? Wie ist unsere Sanity? Was willst du? 40, 35. Wo bist du? Nichts, da gerade nur 6. Was willst du? Gib uns ein Zeichen. So, das ist jetzt. Ach, der Hunter gerade.
Da ist er. Nein. Hat er die? Boah. Ich bin direkt neben Ich hab ihn dem gesehen, Van. ja. Ich hab's gesehen. Krass. Außerhalb im Van noch. Ja, direkt an der Tür am Zaun entlang gelaufen. Ganz, ist echt sauweit weg vom Zelt gewesen. Also er hat auf jeden Fall den Strom wieder ausgemacht. Und wieder ein Spiel aus meinem geistigen Horizont übersteigt. Ach Gott, kennt sie. Krass. Du, das ist doch wirklich ein weiter Weg bis zum Weißen Zelt, findet ihr nicht? Ja, schon. Mhm. Ah. Ja, schade. Gut, zumindest hast du nichts reingelegt. Ja. Ich hab von draußen zugeschaut. Das ist Ich toll. wollte gerade drüber gehen. Also ich habe zweimal versucht, einen Geist zu fotografieren, aber beim zweiten Mal war er nicht in den Zelt. Der ist irgendwo links davon herkommen. Jetzt haben wir nur DOTS, gell? Ja, aber es heißt, DOTS schließt auf jeden Fall das Geisterbuch aus. Und er hat einen Strom wieder angemacht. Gut, okay. Jin ist mit DOTS schon weg. Ja. Aber er ist erst Ähm. vor dem Zelt rumgerannt. Wir hatten auch EMF-Ausschlag. Toni, magst du mal ins Zelt reinschauen? Ja, ich gehe gerade auf dem Bild. Kann nur nicht laufen als Geist. Okay, Sanity ist ziemlich am Arsch. Also EMF ist nix. Spiritbox hat er nicht reagiert, zumindest bei mir. Ich habe es mehrfach versucht. Wäre immer noch Banshee Yurai Oni Goryo Raichu. Fingerabdrücke habe ich auch schon geschaut. Ups, sieht man keine. Aber Das ist schwer. Da Ich scheiße das Obst zu Foto halten. und. Haben wir noch eine Kamera? Nee, schaut nicht so aus, gell? Fuck. Ich nehme mal Box nochmal mit. Ja, es wird interessant, wenn du die benutzt, kann ich ja aufs EMF gucken währenddessen. Vielleicht reagiert er dann. Der hat da hinten in dem Haus das Licht angemacht, oder? Habe ich nicht gesehen. Wo bist du? Was willst du? Wo bist du? Da ist einfach Licht angegangen, also auf der gegenüberliegenden Seite von dem weißen Zeug quasi. Er rennt durchs DOTS immer noch durch. Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Wo bist du? Soll ich noch was reinkommen, Martin? Jetzt ist wieder zu. Behandelt. Da ist er, da ist er, da ist er. Boah, der ist genau zu dir gegenüber. Also ich konnte mich noch verstecken, glaube ich. Er hat bei mir im Ding in dem Zeltzug aus Radio angemacht. Boah. Also Box. Ja, hat er schon wieder, ne?
Mhm. Gut, haben wir da wirklich 0 Sanity mehr, oder wirklich ganz, also ich habe 0. 55 bringt aber auch nichts. Fingerabdrücke habe ich jetzt auch keine gesehen. Aber heißt wohl auch nichts. Ich bin wieder reingegangen. Haben wir Salz schon? Nein, Salz brauchen wir nicht. Ja? Ich habe jetzt Salz, aber ich habe an 3 Stellen Salz gemacht. Vielleicht sehen wir irgendwo, ob er dann irgendwo reinlatscht. Also du wirst aktuell nicht. Toni, hörst du EMF? Ja, ich sitze die ganze Zeit davor, passiert nichts, außer wenn er handelt, aber zählt nicht. Der ist aber nicht bei dem weißen Zeug gespawnt. Nee, also, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Also ich war im Welsenzelt, um EMF zu beobachten. Kann auch sein, dass er... Was auf weißes Zeug, das ist. Da ist Lagerfeuer. Da oben links. Wir haben quasi vermutet, dass rechts das Zelt da wäre. Aber hier gegenüber das Zelt quasi, das Weiße, in dem hat das Licht angemacht. Also was so quer steht, vor dem, wo das kleine Lila davor ist. Da hat das Licht angemacht. Und ich glaube, der kommt von da hinten. Mhm. Bei dem muss ein Stream sein, also ist besser. Also genau, also quasi, das hier ist quasi das Zelt, wo wir gedacht haben, Ja. vor dem Lagerfeuer. Und hier, da, in dem quasi das Licht angemacht. Mhm. Und ich glaube, der kommt auf jeden Fall auch irgendwie von da hinten. Aber Der kommt sozusagen den Weg, den wir zurück zum Van gehen. So mehr oder weniger. ja, er kommt irgendwie, ich weiß nicht, ob er jetzt von links rumkommt und geht am Lagerfeuer vorbei, wo wir waren, oder ob er hier von rechts kommt und uns kreuzt hat. Wird aber, ich bin, obwohl, nein, kann nicht sein. Letztes Mal bin ich links hintergerannt. Aber diesmal nicht. Diesmal bin ich, der kann von da hinten auch kommen, das ist das Blöde. Das erste Mal war er nicht von da hinten. Da bin ich hintergerannt, der hat mich freiweg erwischt, wenn er von da kommen wäre. Definitiv nicht. Das zweite Mal bin ich aber wieder vor zu dem blauen Zelt hier hin. Oder in Orange, in einem von den zwei habe ich mich versteckt auf jeden Fall. Und hab dann, da war er unmittelbar vor mir, hat sogar ein Radio angemacht in den Zelt. Problem ist halt wirklich das, Wir haben 0... Also, der ist schon bei 8. Wie- Der dreht gerade voll am Rad. 0 stimmt nicht, wir haben zumindest DOTS. Und das DOTS Ja, rennt genau. auch noch durch. aber dann sind halt noch 7 zur Auswahl, wenn wir das Geisterbuch... Er ist hier draußen zumindest noch nicht durch Salz durchgerannt. Er hat ja da hinten Sachen geschmissen, wo ich rumgerannt bin. Ich wusste nicht bloß, also er ist schon irgendwo in dem Bereich. Mhm. Irgendwo hier. Im hinteren Eck ist er schon. Ach, das ist gerade Videokamera angehabt, gell? Ah, okay. Warte mal, macht die Kamera, warte mal kurz die Kamera von dem. Was, die da? Nee. Die da. Das ist die von dem Dach runter, die da oben. Die bringt uns herzlich wenig Scheiße. Und die da, wo ist die? Die ist da drauf. Ich glaube, von wem die. Ah. Stimmt, sieht man sogar am Brenner. Ich habe das Gefühl, dass man hier als Geist besser sieht, als wenn man lebend ist auf dem Campingplatz. Kann gut sein, ja. Ich gucke halt rein. Ah, doch jetzt. Hä? Nee, handelt er? Nee. Das ist schon wieder vorbei. Ist vorbei.
Ah, das ist die Frage. Was kann man machen, da wir lokalisieren können? Verjagen Sie reinigen Sie den Bereich mit Räucherstäbchen. Ich gehe mal mit Räucherstäbchen rein. Ich habe noch ein bisschen mehr Sanity. Das glaube ich bringt nicht recht viel. Okay. Es geht immer um den Schnitt. Ah, okay. Also wir können beide reingehen. Gib mir. Ich nehme eine Kerze mit. Bringt ja nichts. Wieso nicht? Ein bisschen bringt doch eine Kerze schon. Ja, Flicker ist Sanity, aber wir sind eh schon absolut low level, also. Ich gehe jetzt mal hinter zu dem einen Zelt. Brennt das Licht noch? Nee. Fuck. Okay, ich weiß genau, woher er kommt und wohin er geht. Also, er spawnt, wenn man vor dem Zelt, vor unserem weißen Zelt steht, und um reinzugehen, links davon spawnt er. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Okay, und dann geht er komplett den Weg bis rauf zum Tor, wo unser Van steht. Also er hält vielleicht 5 Meter vor dem Tor an. Also er ist jetzt kurz vor dem Salz, hat er angehalten. Und ist dort dann... Toni, kannst du mal Gespawnt. kurz auf den Stream schauen? Ja, Also hier ist das Lagerfeuer, wo ich gerade hinzeige. Das siehst du, oder? mit was zeigst du denn dahin? Mit dem weißen Kringel da. Ach so, den sehe ich nicht. Moment. Also ich kann nichts anderes, glaube ich. Ach so, ja, okay, ja. Und Ja. quasi gerade hier rüber ist das Zelt. Das weiße, oder? Da ist er. Da sind wir. Ja, Und hier im Eck haben wir ihn das erste Mal gesehen. ja, Und da kommt er her, sagst du. ja. Da gehe ich quasi den kompletten Weg hier vor, hier rüber, hier rum und hier vors Zelt hin. Einfach vor den Engungen. Ja, Ja. bei dem blauen Zelt. Ich dachte Sorry, aber, ich dass. sag deshalb so spät, ja, weil der Verzögerung. Stream kam Sekunden. Ja. Aber ich bin jetzt quasi gerade hier rumgerannt, zu dem anderen Zelt hinter. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir der entgegenkommt. Bleib mal mit dem Cursor da, wo du meinst, weil ich krieg das sonst nicht zusammen. Wo das kleine lila Zelt hier ist quasi. Ja, er ist dir entgegengekommen, aber er biegt dann halt rechts ab. Also er ist nicht... Warte, ich höre gerade wieder EMF. Warte, ich lauf da schnell hin. Aber zumindest verjagen Sie während einer Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen, hat zumindest funktioniert. Hehe. Ich hab's noch Ist er bei 10 gerade? Nee, bei 0. Aha. Also EMF schlägt schon aus, aber halt nur bis... Also 2, 3 Aber beim Zelt. Also, im Zelt, ja. also generell verjagen Sie während der Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen, hat funktioniert. Das war ich gerade, das quasi, wie ich davon gerannt bin, habe quasi die Räucherstäbchen anzünden. Super. Es war aber bei dem Bereich da hinten, wo das weiße Zelt ist, wo quasi Richtung Generator, Richtung Haus hintergeht. Da war er definitiv nicht, weil sonst hätte es auch gezählt, reinigen Sie den Bereich des Geistes mit Räucherstäbchen, was ich quasi machen wollte. Was zur Folge hat, ich könnte das nur ausprobieren, dass ich quasi dahinter hingehe und den quasi vor dem Zelt anzünd, wo ja DRTS die ganze Zeit ist. Ja, da rennt er gerade wieder rum. Also, oder wenn wir- ihr mich fragt, Ja. könnten wir, glaube ich, EMF 5 also wegstreichen. Was Weil hat ich man sehe da? das hier so gut. Und Phantom, Benche, Jurei. Also Frage ist, wenn ich jetzt einen Fingerabdrücke auf dem Camp Lodge ist halt, glaube ich, das sagt ohne Ende. Box, ich war überall. Ich würde die Box ausschließen tatsächlich in dem Bereich. Machen wir mal so. Steigen wir nur mal die Box durch. Und Orbs würde man, glaube ich, sehen, wenn er hier DOTS schon hat. Mhm. Die sieht man, glaube ich, zwar auch Schon ziemlich genug, hart. glaub ich.
Aber wir sehen zumindest keine. Gehen wir mal einfach nach dem, was wir sehen. Wir haben EMF 5. Wir haben EMF 5. Ah, schau her. Okay. Ha. Ich hätte mich jetzt wirklich nicht ausgestrichen. Was Gespenst Oni oder Gorio macht. Aber wenn wir quasi jetzt die Geisterorbs und die Box ausstreichen würden, wäre es ein Raichu und ein Gespenst nicht mehr. Gefühltemperaturen hat man auch nirgends. Nicht mal ansatzweise. Also ich glaube, Gefriertemperatur ist zwar ziemlich schwierig auf dem Camping. Ja, aber hat man. Die gibt's. Okay. Aber also zumindest, und wir sehen an Gorio einfach, wir haben da, hat da irgendwer durchrennen sehen? Ich habe da durchrennen sehen, wie wir hingegangen sind, oder? Ja. Aber ich war vor Ort. Also da, wo du ihn gesehen hast, durchrennen, vor Ort habe ich ihn in der Kamera gesehen. Dann kann es kein Gorio nicht sein normalerweise. Gorio rennt nur auf der Ding, rennt nur auf der Kamera durch. Mhm. Boah, der geht voll ab. Hier ist nur noch EMF 5 in einer Tour. Gut, aber da gehen wir mal nach dem, was wir wissen. Gorio, jetzt warte mal, ich schaue mal kurz um sicher nach, das interessiert mich jetzt, das will ich jetzt wirklich wissen. Phasmo, Identifying Ghost, zack. Evidence, Ghost Events, Hunts. Ups, schon wieder was. No, wo haben wir es denn? Hier ist Blut. Evidence. Das ist so blöd gewesen, dem Wiki, weil das Identifying nicht von. Da. Gorio. You will only be able to see the Gorio produce a DOTS projector based silhouette through a video camera. Ich habe ihn gesehen. Vor Ort. Ja. Also kann es kein Gorio sein, den können wir auch ausschließen. Okay, dann halt, das heißt, wir können Fingerabdrücke durchstreichen. Auch. Dann haben wir noch Oni und Raiju. Genau. Dann ist die Frage, eher Orbs oder eher Gefriertemperaturen? Ich würde jetzt sagen, wir haben weder Box noch Gefriertemperaturen gehabt. Ich bin mehrfach durchgerannt. Aber, und Orbs, ich weiß, also Gefriertemperaturen, ich bin alles abgerannt, mehrfach. Ich bin die ganze Zeit rumgerannt. Ich war in dem Bereich auch ganz lange aktiv. Ich war im Zelt, ich war vor dem Zelt, ich war da hinten im Eck, ich war da ums Lagerfeuer rum. Ich bin alles abgerannt. Ich war auch hinten bei dem Zelt, wo er war. Ich war im Haus drin, ich war wirklich überall. Kat, hallo, grüß dich. Ich habe keine Gefriertemperaturen gefunden. Nicht mal in dem Bereich, wo ich sage, unter 6 Grad. Was auch für den Raiju sprechen würde, ist ja, dass der auch ein Dämonengeist ist. Und der ist halt schon super aggressiv, der Typ, den wir jetzt hier auf dem Campingplatz Ja, haben. eine gute Frage ist immer, Der ja, Penner. gebe ich dir recht, aber jetzt haben wir halt kein Sanity mehr. Also da ist jeder Geist aggressiv. Ja, aber der ist ja auch sehr lang nachgelaufen und so. Das stimmt. Also der hat mich ja komplett einmal quer verfolgt und mich direkt neben dem Van getötet. So. Ja, das stimmt. Das Ja. muss ein Arschloch sein, sag ich dann nur. Das heißt, es wären quasi dann keine Box und keine Gefriertemperaturen. Du wirst auf die Orbs tippen dann quasi. Also, Ja, ich hatte das gefriert. Ja? Orbs sind hier mega schlecht zu sehen. Ja, vor allem, weil es ist ein riesen Ding und wenn man im Zelt die Orbs sehen will, dafür ist es halt viel zu hell. Also wir hätten DOTS wegnehmen müssen, um besser Orbs sehen zu können, was wir nicht gemacht haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es zu hell ist, um diese kleinen Flöcker-Dinger zu sehen. Das könnte sein, ja. Der Toni ist jetzt gerade tot bei dem Fall, ja, weil du der Geist wirklich nachgerannt ist bis aufs Letzte. Das stimmt, ja. Toni ist tot. Ich bin TT. Tote Toni. Toni tot. Toni tot. Ja, also dadurch, dass jetzt hier auch schon seit 11 Minuten die Animal Crossing Fans warten, würde ich gern wissen, was ihr sagen würdet. Ist es ein Oni? Ich meine, Oni ist mein Lieblingsgeist. Ich weiß. Ich wäre auch damit einverstanden. Also ich würde einen Oni ausschließen. Weil Ach so. Überhaupt keine. Also rein von dem, es kann natürlich immer sein, ich kann es immer übersehen haben, aber ich hatte nicht einmal eine Temperatur unter 6 Grad. 6,5 war das kälteste. Egal wo ich war.
Ich bin alle Bereiche abgerannt, wo der Geist es war. 6,5 war das Kälteste, was ich jemals hatte. Na, reicht schon, hm? Box bin ich auch. Ich bin auch die ganzen Bereiche um den Geist rundum. Ich bin immer rumgerannt. Ich meine, du warst im Zelt, ich habe draußen gemacht, du warst draußen, ich war im Zelt, ich war da hinten rum. Also, es kann immer sein, aber ich würde jetzt auch eher auf dem Raichu gehen. Dann sind es einfach Orbs, die wir nicht sehen. Okay. Es kann ja ein einzelnes Orb sein, das rumfliegt. Okay. Machen wir Dann so. komme ich jetzt in den Van. Ja, lasst mich noch mit rein. Ich habe mich gekratzt. An was? Oder weil es gejuckt hat? Was? Okay, bin mal gespannt. Habt ihr eingeloggt? Ja. Wahrscheinlich waren es wieder Geisterbox oder gefrierte Temperaturen hundertprozentig. Sagst du was nicht? Ja, das wäre nicht fast mal. Und? Ja, Oni. Welcome back. Nein! Das wären Gefriertemperaturen gewesen. Es waren keine Gefriertemperaturen da. Nee, na. Keine Scheiß. Also Wahnsinn. Wir sind zu dritt da rumgelaufen und ich bin mehrfach rum. Also am Bein. Ja. Aber vielleicht ist es ja genau das, was ich gesagt habe, dass dieser Campingplatz so verbuggt ist. Also, dass einfach die Sachen nicht ordentlich funktionieren da. Kann ja sein. Kann sein. Also zumindest gibt es Leute, die spielen das überhaupt nicht, diese Map, weil sie sagen, da sind so viele Bugs drin, Ja, das das macht weiß keinen ich. Spaß. Ich weiß noch, sie haben vor kurzem eben die 1 oder 2 Punkte aufgemacht in der Map, weil eben quasi das kein drinnen war, wenn der Geist kommen ist, weil der quasi direkt auf dich zugerannt ist. Oder der Geist kommt durch, aber du nicht. Deswegen haben sie es in einem Bereich, wo Macht anfangs durchgerannt ist, quasi freigemacht auch. Und ein paar so andere Sachen, ein, zwei Zelte waren verpackt, glaube ich. Aber wenn der Geist in den Zelt war, hast du ihn nie gekriegt. Also, das waren schon ein paar so Dinger. Macht halt der Fehler der Nuller. 1001 Nacht. Achso, ja. Also es war halt ein bisschen, naja, So, wie ist jetzt die Überleitung zu Animal Crossing? Luna, Das gute ist Nacht. dann so, Gute Nacht, Luna. Gute Nacht. Luna geht ins Bett, also müssen wir Luna. Animal Crossing spielen. Das ist die Überleitung. okay, sehr schön. Gute Nacht, Luna. Dann bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Ja, ich bin da raus. Danke fürs Hat wieder Spielen. Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Ganz kurz, wollen wir gleich für morgen was ausmachen, theoretisch? Passen wir? Theoretisch. Ja, theoretisch. Ja. Nett. Ich streame erst wieder ab Mittwoch, Weiß wenn ich ich. wieder arbeiten gehe. Ja, ich bin dabei. Gut, dann machen wir, Ja. machen wir für morgen schon mal Fassen aus, wieder so 7:45 sowas. Will wer von euch Marlene fragen? Ihr könnt sie Ja? fragen. Okay. Kein Problem. Alles klar, wäre cool. Perfekt. Ja. Dann sagst du einfach Cool. Bescheid später noch auf Okay. Discord oder im Stream, ist ja wurscht. Kriegen wir dann schon. Ja. Okay, gut, danke schön. Passt. Dann sage ich danke Viel fürs Zuschauen. Spaß. Hi. Wir schalten jetzt Danke uns fürs zu Animal Zuschauen. Crossing. Ciao, ciao. Tschüss. Danke euch, ciao. Gut, wie gesagt, ich habe es gesagt, ist ein ziemlich krasser Block drin zwischen den zwei Spielen. Aber wir wechseln mal. Ich entlasse euch mal in die Mucke und gehe aber nur ganz kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Ganz einen kleinen Moment.
So. Passe, hallo. So, ihr Lieben, jetzt haben wir das Babyzeugs quasi weg. Also, Phasmophobia meine ich, oder spielen wir das ganz harte Zeug. Ich muss kurz wechseln, Moment, die Info noch. Animal Crossing New Horizons. Fertig. Gut. Animal Crossing. Juhu. Wie ist der Ton? Ton dürfte einigermaßen passen. So. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 22. November 2021. 21:18 Uhr hier auf Quittchen. Heute habe ich Neuigkeiten zu einem Event für euch. Ah, cool. Und da ist der November langsam am Ende zu neigt, kommt erst so richtig Herbststimmung auf. Liebt ihr die vielen herbstlichen Farben auch so sehr wie ich? Eigentlich schon. Oh, apropos Herbst, am 25. November feiern wir dieses Jahr das Schlemmfest. Heute ist der 22. ne? Das wäre Donnerstag. Nö, das geht nicht. Zu diesem Anlass wird unser echter Weltklasse-Koch auf dem Festplatz bekochen. Schaut ruhig mal vorbei. Ja, das wird schwierig. Das geht leider nicht. Das kriegen wir nicht hin. Sein Nukfang klingelt. Der alten Schlawiner. Ja, nice. 384. Yeah. Ach Gott. Voll nicht wert. Der Gerd hat uns was geschenkt. Ich finde es klasse, dass du dich so sehr für meine Gemüseslinge interessierst. Ich habe dir darum ein kleines Rezept herangezüchtet. Probier es mal aus. Halte deine Pflanzen feucht und glücklich. In the Dash. Wie schön, dass so Insulaner an der Gruppengymnastik teilnehmen. Ja, ja, spaßig und kräftig zugleich. Nimm dieses kleine Geschenk als Dankeschön für den Elan. Die Claudia. Ich habe da was gefunden, was dir gefallen könnte. Oh mein Gott, Claudia, ne? Fatima. Ich habe einen Umschlag auf dem Boden gefunden, der sah aus wie ein Liebesbrief. Er stand weder Absender noch Empfänger drauf. Ich musste ihm einfach helfen, aber er war leer. Er ist auch leer, Fatima. Okay. Das ist blöd. Wir bedanken uns für deinen Kauf ohne Rückgaberecht bei Rainer Schatzgut. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch bei uns. In dieser Lieferung enthalten ein Detailgemälde. Noch B. Okay, interessiert mich nicht. Okay. Voll die, das ist so die mega Umstellung, ne? Von Phasma gerade zu Animal Crossing. Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Also wirklich überhaupt nicht. Aber warte, mir habe eigentlich vorgestellt. Warte mal, ich muss kurz umschalten. So ist eigentlich richtig. Da wollte ich hin. Der Mies müssen wir kurz die Ghostbox aus der Hand nehmen. Jetzt. So ist eigentlich richtig. Samurai. Oh. Das war von Claudia. Ja. Der tut mich gefallen. Der tut mich gefallen. Dagi, ahoi. Was war ich da heute? Ich weiß gar nicht. Rüstung ist, ich habe ein bisschen rumprobiert, also nicht wundern, das ist nur das, was drin steht in der Küche. Hier soll die Küche rein. Aber es ist noch nicht fertig, noch lange nicht. Ist nur wirklich ein bisschen rumgespielt. Samurai-Kostüm.
platzieren. Ach, stimmt, ja. Ich hab ganz vergessen. Weil ich gerade wieder die Pommes da hinten sehe. Unsere Chicken Nuggets. Oh Mann. So, jetzt. Wir wollen heute auf jeden Fall mal ein bisschen schauen, ob wir für Bella was herrichten. Frage ist, wo pflastert man sich hin? Wir haben hier links, unten haben wir, also hier in dem Bereich, quasi im unteren linken Bereich, haben wir auch Sandrine. Und in dem Bereich würde ich auf jeden Fall dann Yoshi noch dazu tun. Ah, Karl, warte mal. Passt schon. Ich muss jetzt erst für Bella mal was bauen. Oder ich will mal anfangen, um was hinmachen. Wie waren wir jetzt? Sie waren holzig im Abgang. Ich würde hier Yoshi noch dazu machen in dem Bereich. Drunter oder irgendwo in dem Eck auf einmal links Yoshi noch dazu. Der geht für Lupa, also wird die quasi umgezogen. Also Lupa geht dafür quasi, wird die links umgezogen. Gunnar muss in den Bereich weg. Ich weiß noch nicht wohin. By the way, neue Chicken Nuggets. Wir haben hier unten links den ganzen Bereich, weil es ist halt alles voller Bäume aktuell. Was wir auch noch hätten, ich weiß nicht, wie groß die Items sind. Ich habe einiges gesehen mit den kaputten Säulen und mit dem umrankten Steinen und alles. Das wäre halt vielleicht schon eine Option. Ich habe Tomaten, okay. Ich habe auch Chicken Nugget gefunden, sogar mit Salat, ne? Cleo ist da. Hello. Bis 2 Tage nicht online, weißt du. Oder 3. Hier, wo der Campingplatz ist, den Bereich hätten wir natürlich auch noch. Den Bereich hätten wir natürlich auch noch. Wir halt neben Geo. Und neben Victor. Die 2 könnte man natürlich, vielleicht könnte man erweitern. Eventuell. Ich muss mit Bellas Bereich einfach mal spielen mit dem, mit den verschiedenen Höhen. Verschickt. Ich schau gleich, da gehen. Chicken Nuggets 2.0, ich bin gespannt. Ja, schaut's mir so ähnlich aus, das stimmt, ja. Und geht in die Richtung, man kann es zumindest essen. Frage, wo machen wir das mit Bella hin? Ich hatte auch ein Schweineschnitzel im Angebot, oh mein Gott. Doppelhängemotor geht immer. Kann ich aktuell nicht, aber vielleicht auch nicht schlecht.
Hm. Muss ich auch mal wieder zocken, macht so Laune. Aber ich bin so lost. Oh je. Ich meine nicht. Aber hier oben, nee. Ich würde schon irgendwie gerne so lassen, den Bereich hier. Mit die zwei haben wir jetzt kein bestimmtes Thema, nicht? Einfach nur ein normales Haus, sag ich jetzt mal. Aber... Oder haben wir den Campingplatz weg hier oben? Weil hier halt schon ein guter Bereich wäre für einen Campingplatz. Die Bäume müssen halt natürlich noch weg. Schnitzel da, oh mein Gott. Muss ich wirklich nachschauen, Aki. Oink. Ich bin noch gespannt. Grundsuit. Ach, Forza Horizon seid ihr. Ah, okay. Ist was Tolles. Grundsuit. Ich würde das ganze Zeug hier thematisch zumindest irgendwie zu Bella packen. Also wir brauchen da schon Fläche dazu. Und ich will Bellas Bereich auf jeden Fall mehrstöckig machen. Was hier nicht so leicht umsetzbar ist. Ah. Was wäre eine Idee? Ich meine... Die hat 200.000 Sterne, sie muss 2 Aufhänge bauen, oh mein Gott. Das ist neu. Okay. Oder machen wir es hier unten hin? Hier wird auch gehen, ne? Jessica, hi, grüß dich, hallo. Mir geht's gut, dankeschön. Hofft ihr auch. Hello. Das ist echt schwer. Es ist vor allem ewig viel Arbeit, das Zeug hier umzugraben. Wie geht's dir? Ich hoffe auch gut.
eventuell... Ach gut, das ist schön. Ja, ich weiß bloß nicht, was ich machen will. Das ist mein Problem. Es müsste irgendwo erst mal ein Konzept her, so im Groben. Jessica, dankeschön. Und nochmal willkommen. Zack. Derby-Schuhe, ja gut, okay. Ich fress mal ein paar Orangen. Das glaube ich ist das Einfachste. Aber wo machen wir es hin? Das ist hier die Frage. Kann der Pilz eigentlich so eisen? Ah, okay, kann er wirklich. Okay, Tomate macht Sinn. Ich werde jetzt einfach mal ein paar, wir müssen irgendwann anfangen, damit einfach mal die Laubbäume ohne irgendwas, ohne Früchte, einfach die mal, wenn du Hilfe brauchst, auch Bescheid, kein Problem, Kette, ja. Einfach die Früchte mal ohne Laubbäume, die Laubbäume ohne Früchte, so wollte ich sagen, mal ausbuddeln. Und die mal verkaufen einfach. Und die kriegen wir schon wieder. Ich habe eh viel zu viele Bäume auf der Insel. Wird mir regelmäßig gesagt, ich weiß gar nicht warum. Plan für meine Insel. Oh je. Plan für meine Insel ist aktuell, ich möchte für Bella, also wir haben quasi jetzt kurz erzählt, Morpheus und ich zeig's kurz. Moment. Haben wir gleich. Die Häuser, die hier stehen, also das ist Lupa. Lupa wird getauscht gegen Yoshino, also sie hier quasi. Hier wohnt Bella. Haus kommt auch noch weg. Hier ist Gunnar. Der muss hier auch weg. Moment, ich nehme das kurz mit. Also Gunnar bleibt auf der Insel, aber er muss halt quasi an der Stelle weg, das Haus. Zumindest vorerst. Moment. Hier oben ist so der, ich sag mal, der kleine Asia-Bereich von Sandrine. Wo gerade Victor angelt. Und hier würde ich quasi dann nach vorne erweitern. Also in dem Bereich hier. Schneiderei können wir auch noch umstellen. Irgendwo in dem Bereich hier, ich weiß, hier ist Gold. Und für Yoshino weiterbauen. Einfach, dass der Asia-Bereich größer wird. Ich mag Asien, ist kein Problem. Passt. Und machen wir auch noch. Irgendwie so grob der Plan. Gleichzeitig, Moment, ich mache kurz das mit dem Baum. Die ganzen Sträucher, wie gesagt, ist alles noch nicht fest. Gleichzeitig haben wir hier hinten in unserem Eck den Bereich, also hier ist auch so das Bad, so ein kleines Bad, wo wir noch gespart haben.
was zum Asia-Bereich, sag ich jetzt mal, irgendwo dazugehört. Irgendwie. Hier noch so Wege. Keine Feuerstelle. Hier ist eine einzelne Bank. Hier oben ist unser Hexenzirkel. Und hier ist der Bereich von Morpheus und von Noisette. Die zwei, die haben quasi hier so einen kleinen, ich sag mal einfach einen kleinen Gartenbereich. Brunnen war jetzt nicht wirklich thematisch sonderlich, einfach nur so relativ normale Bereiche, sage ich mal, so der Plan bei den zweien. Mit Grill und allem. Bei Cleo und Victor habe ich es anders gemacht. Die habe ich hier drüben. Das ist mehr so der, ja, klar, Ägypten Wüstenbereich, sage ich. Hier ist auch noch nicht fertig, weil es steht so viel Zeug rum. Hier ist Cleo, also der Campingplatz. Und hier beginnt der Amis, hör mal. Okay, mag ich. Alles meine Lieben, ja. Ah, es geht ja nun einmal einen Moment im Leben, da möchte man vor Begeisterung dahinschmelzen. Hier ein geiles Beispiel. Oh, eine wunderschöne Handtasche, da muss ich unbedingt haben. Siehst du? Wenn du dich das nächste Mal in etwas verguckst, dann zeig einen anderen ruhig, wie angetan du bist. Wir haben endlich das Emote. Ach cool, nice. Dankeschön. Gut. Ägyptenbereich quasi. Hier unten ist Victor, der als Mumie auf den Aufgang zu Cleo aufpasst. Und hier oben quasi ist der Bereich von Cleo. Mit einer Oase. Das sind so die zwei Themen, die wir bis jetzt haben. Hier für uns Froni noch, die müssen wir auch noch irgendwie umziehen. Vielleicht Froni und Gunnar zusammen. So als Stadtbereich irgendwie vielleicht. Mal schauen, ich weiß nicht genau. Und was ich jetzt machen wollen würde, wäre für Bella. Für sie hier quasi ein Garten. Können wir dann vielleicht auch Fatima dazu pflanzen. Oder Froni mit dazu, ich weiß nicht genau. Mal schauen. Aber Bella wäre so, weil es immer heißt, dass die quasi den grünen Bereich, den grünen Daumen hat. Und mega cool, ich bin zurzeit auch noch am Umbauen meine Insel. Ach schön. Ich schaue auch gerne auf Inseln vorbei. Aber wie gesagt, heute würde ich gerne die zumindest anfangen mit Bella. Mit dem Bereich. Ich habe halt so ewig viel Zeugs hier rumliegen, was ich zum Vermehren ausgebreitet habe. Man muss irgendwo jetzt mal anfangen, dass ich einen Platz für Bella suche. Am liebsten wäre es mal irgendwie oben an der Karte. Aber da geht nicht mehr. Und ich will das schon relativ groß bauen. Oder wir nehmen den Bereich, wo jetzt der Laden steht. Und einen Campingplatz dazu. Wäre eine Option. Das Rathaus können wir nicht verschieben, glaube ich. Flughafen ja auch nicht. Also eines Haus könnte man wegmachen und woanders hinstellen. Eventuell. Museum muss ja noch. Ich glaube einfach anfangen, ne? Einfach anfangen. Oder wirklich da in dem oberen Bereich, wo unser Haus steht. Ich räume jetzt erst einmal ein bisschen auf. Ich mache mal ein paar Bäume weg. Ach, hi.
Müssen wir sowieso irgendwann machen. Wir haben viel zu viele Bäume. Das sind wirklich nur Laubbäume, also ohne irgendwie Früchte etc. Das sind halt wirklich ein paar. Der Bereich hier wird natürlich auch gehen. Irgendwo. Ich habe wenig Lust, dass ich Cleos Bereich auch nochmal umbaue. Andererseits... Oder wir machen hier... Da wirklich den Bereich dazu nehmen hier. Ich meine, nur kleine Felder, so Dreierfelder vielleicht ganz grob. Also 3x3 vielleicht für den Anbau wäre eine Option. Oder wir... das ist echt schwer. Ich weiß, wir kriegen von ihnen mehr, aber... na klar. Zack und zack. Das Essen dauert halt so lange, ne? Nee. Tag ist Chicken Nugget, essen wir einmal kurz. Rohe Kartoffel, njam, njam, njam. Kocht ihr doch was? Bringt es mehr? Rüben kann man im 10er-Pack essen, ja super. Hab keine Rüben. Außer eine vergammelte. Das gibt mehr, okay. Mal kurz schauen. Also ich habe leider mit den Blumen viel zu sehr übertrieben. Viel zu sehr. Und auch mit den Bäumen. Was war das? Auspacken. Regenhose, ja gut. Entlager. Entlager. Ach, das haben wir gleich die Küche gebaut. Was kann man eigentlich kochen? Schau mal. Also Smoothies habe ich schon mal gemacht. Orangen-Smoothie. Smoothie. Schmuschi. Algensuppe. Was schaut denn gut aus? Mehl, Zucker, Kirsche. Du musst das Mehl herstellen, ne?
Irgendwas Einfaches. Rührkuchen. Versuch mal den Birnenwackelpudding, einfach nur zum Testen. Kann dir auch Kuchen vorbeibringen. Carol, alles gut. Alles gut, alles gut. Birnen. Wir nennen uns jetzt von Wackelpudding. Ich weiß nicht, wie viel er bringt. Ich weiß nicht, wie viel Platz das braucht. Wahrscheinlich sehr viel. Also er wird sehr viel Platz brauchen und sehr wenig bringen, denke ich mal. Braucht Broting einfallen, ne? Ich mach mal 5. Einfach zum Testen. Also dekorieren ist das Zeug schon cool, finde ich. Ja, genau, so 2 Birnen und Birnenwackelpudding, Birnenscheiben und dann eine Platte her machen. Wäre ganz cool. Wenn die Platte auch noch essbar ist. Er braucht immer einen, okay. Die nehmen wir mal mit. Wieder mal einkriegt. Wir gehen kurz zu Eugen und schauen mal, ob wir das Detailgemälde an, das Gemälde und die Fossilien anbringen. Ich glaube, das quasi. Ne, wir haben 7. Moment, dann essen wir mal kurz die restlichen noch. Also wenn jetzt so ein Birnending 2 bringt, dann glaube ich, ist das nicht wirklich wert, ne? Aber wahrscheinlich wird es 2 bringen. Ich vermute es fast. Eugen. Das Hauptproblem ist, ich habe für Bella was im Kopf und ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen kann. Ich weiß es noch nicht. Hi. Ja, ich möchte gerne Fossilien analysieren. Das wäre so die Hauptaufgabe, die ich dir stellen würde. Uns fehlen nur 2, also die Chance, dass wir die 2 haben, ist relativ niedrig, glaube ich. Ja, okay. Und ich weiß nicht, ob... Also ich habe keine Ahnung, ob das Gemälde echt war. Mir hat es einfach gefallen. Ich habe mir gedacht, wenn es echt ist es cool. Wenn es nicht echt ist, ist es auch cool. Dann hängen wir es so auf. Ah, okay. Ist er echt, ist okay. Umso besser. Umso besser. Gut. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Platz haben wir noch? Wir haben noch Platz, okay. Dann rupfen wir noch 2, 3 Bäume aus. Das war kein Baum. Das war ein Baum. Also ich glaube, ich muss die Insel erst mal wirklich ein bisschen rasieren.
Ja. $2000. Na komm. Passt. Jetzt was gibt's für Wackelpudding? Schaut aus. Ah, okay. Tadä. Einmal essen. Mit Tablett natürlich. Ah, gibt 5. Ah, okay. Das ist es schon wert. Okay. Ja, lass mal eingehen. 5 ist doch schon deutlich mehr wie 1. Oder wie 2. Braucht man die Laubbäume eigentlich für irgendwas? Sind sie wirklich nur... Also macht das einen Unterschied, ob ich jetzt einen Laufbaum oder einen Obstbaum pflanze? Wenn der Laubbaum macht der nicht wirklich... Der kriegt halt kein Obst nicht dran. Aber macht man halt, glaube ich, gleichzeitig dann ein bisschen uninteressanter. Oder ist das richtig für den so? Donny, die coole, hi. Hallo. Willkommen. Ich müsste vor allem die mal ein bisschen umziehen, glaube ich, auf Fatima und Kuna. Einfach mal aus dem Weg räumen. Aber glaube ich noch so Laubbäume, ne? Das sind noch welche. Oh mein Gott. Ich hau die mal alle weg. Wir kriegen die bestimmt wieder. Weisheit des Tages 5 ist schon mehr als 1. Und auch 2. Nein! Oh mein Gott. Dagi, ist es wahr? Früher gab es Unterschied zwischen Obst und Laubbäumen, aber heute noch ist, weiß ich leider nicht. Ah, okay. Ich räume es mal einfach hier ein bisschen auf. Ich meine, ich werde die Möglichkeit haben, wieder an Laubbäume zu kommen. Sei es durch einen Goldbaum, ist ja ein Laubbaum. So nach und nach. Von dem her denke ich, das passt schon. Das kriegen wir. Leider ist ein bisschen Umpflanzerei und Rumwurstlerei. Und Löcherzuschaufelerei. Gehört aber leider dazu. Hilft nichts. So, was haben wir noch? Du kommst weg. Vorerst mal zumindest. Du noch.
Ich habe einige damals für Halloween extra platziert. Na, aufgehört habe ich es nicht mehr. Ich muss, glaube ich, echt einen Kahlschlag auf der Insel machen. Die Frage ist, was besser ist. Die ausbuddeln und verkaufen oder das Holz mitnehmen? Wahrscheinlich Holz, oder? Ein Geschenk. Ja, und Preisluft haben wir gekriegt. Ich weiß, lieber, ich will die Bälle, ja, ich will die Bäume ja weg haben. Ich muss ja wirklich weghauen, das hilft ja nichts. Ich weiß auch einfach nicht, überhaupt nicht wohin. Das hat sich vor allem ein bisschen viel verbreitet. Sollen wir anrücken? Einer erntet, der andere buddelt aus. Sollen wir? Die Frage ist, wohin? Das ist ja mein Problem. Ich will zwar jetzt leer haben, einerseits weiß ich ja trotzdem nicht, wohin mit dem Zeug. Also ich hätte es gern... Mal schauen, ob ich was finde. Moment mal, ob ich euch ein Foto zeigen kann, wie ich es gern hätte irgendwo. Ich glaube, irgendwas Screenshot. Moment mal. Ich sehe das wieder nicht, weil es grün ist, ne? Ja, fuck. Scheiße, na gut. Aus Handy sieht man gar nicht. Nein, auch nicht richtig, da durchsichtig. Ach, Mist. Erstmal zum Strand. Ja, es wäre schon nicht schlecht. Ich würde es halt auch gerne ohne Spulen machen, das ist mein Problem, ne? Und wir hauen die mal weg. Die Bäume, die hier alle sind, hauen wir mal weg. Wir haben alle im 20er oder im 10er Bereich rumstehen. Ich glaube 10er Bereich sind es. Wir machen mal Kahlschlag. Ich glaube, das ist das Einfachste. Das Einfachste. Ruckzuck. Dankeschön.
Ich vergaß. Ihr könnt mir das, ich mache das zwar, aber ihr könnt tatsächlich gern mit Blumen umzupfen helfen, wenn ihr mögt, ja, gern. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin jetzt gerade. Ich räume jetzt die Bäume weg und dann überlegen wir uns noch mal kurz, ob wir Sinn machen und dann müssen wir die Blumen umpflanzen, glaube ich, ja. Was ist eigentlich Mac? Alles klar, ne. Die geht sonst schon gut, gell? Okay, ist weg. Der hat nicht so lang gehalten. Einmal Bam. Oh Gott, man sieht die Blumenausgeburt. Ich weiß, ich will es irgendwie nicht wegtun, die Blumen. Ich habe keinen Bock mehr, die irgendwie zu züchten, muss ich ehrlich sagen. Also einfach, weil es so viele sind, ne? Von jeder Farbe 5 aufheben. Die müssen wir halt, Blumen müssen wir ins Lager tun können. Und Bäume. Ja, man kann Telefonmasten ins Lager tun. Oder Telefonzelle, warum kein Baum? Oder eine Blume? Sogar eine Pyramide hat im Lagerplatz. Einbilden kannst du es ja. Miet bleibt. Dafür gibt es Strandlager, ist nicht die optimalste. Ja, das Problem am Strandlager. Ist halt auch schon was. Na gut, aber immerhin, ich meine, wir haben jetzt hier noch Kirschen, Pfirsiche und Birnen. Vorerst da genug, würde ich sagen. Wir haben Äpfel und Orangen, passt auch. Die Bäume sollen mal gewesen sein. Jetzt rennen die natürlich hier alle rum, weil hier Platz ist. Ach Gott.
Haben wir jetzt alle Bäume weg soweit? Die zwei noch. Na komm, haben wir noch weg. Ja, man kann die Setzlinge auch kaufen, also vom zumindest Nadelbaum kann man kaufen, glaube ich. Schau viel. Favorit. Da. Vom Blattbaum. Ach, okay, cool. Ja, komm, die Früchte lassen wir einmal weg. Mal so. Gut, dann würde ich sagen, also was ich vorher hätte, wäre so ein bisschen ein Bereich, ich kann es aber noch nicht genau, ich muss da wirklich rumprobieren. Wasserfälle, auf jeden Fall. Nach Möglichkeit vielleicht 2 hoch. Der komplette Bereich quasi, also der komplette Bereich eine Ebene hoch. Die Wasserfälle teilweise 2 hoch. Und dann am Grund, also quasi hier. Ich kann es mal ganz kurz zeigen, wie ich es meine. Quasi, das hier ist unten, ganz, ganz unten. Hier so einen kleinen Teich reinmachen oder sowas in die Richtung. Und einfach nur mal um zu zeigen. Außenrum quasi so ein Plateau. Ich wahrscheinlich würde es nicht hinhaben mit dem, aber ein Abgang nach unten vielleicht. Oder so Ranken, wo man nach unten klettern kann. Oder Abgang, glaube ich, würde passen. Kriegen wir noch, 2 haben wir noch. Das wird schwierig. Das hier quasi so als untere Bereich, wo dann quasi ein See reinkommt oder ein kleiner Teich. Und hier quasi überall so Moment mal. So Bereiche, wo dann, ich kann das wahrscheinlich hier nichts bauen, ne? Weil es so schmal ist. Ja, fuck. Ja, das wird eine ewige Rumprobiererei. Ich sag's, wie es ist. Vielleicht dann nicht. Vielleicht machen wir auch einfach nur einen Bereich außenrum und pflanzen sie in die Mitte rein. In dem Bereich sollen auf jeden Fall mal 1, 2 Bäume vielleicht. Es soll definitiv, es kann auch ein Park werden wegen mir noch mit. Es sollen Blumen mit rein und es sollen halt auch das ganze Gemüsezeug soll mit rein. Wegen mir auch vereinzelt. Also müssen nicht mehrere Felder gleichzeitig sein, können wir uns irgendwo anders ein Stück suchen dafür. Einfach mal so 2 Kartoffeln, ein bisschen Weizen, 3 oder 4, 1, 2 Kürbisse, ne, so einfach so ein bisschen verteilt.
Schwer zu sagen. Ich räume hier mal alles weg. Noch ein Stein? Ich glaube nicht, gell? Ja, ich weiß, wann Stein dann einer weg muss. Da hinten fallen wir nämlich gar nicht. So. Interessant wäre natürlich der Bereich hier auch irgendwo. Wir müssen aber irgendwo hier die Schneiderei hinstellen. Eventuell. Ja, die Baumdeko kommt dann ganz zum Schluss. Ich drücke das einfach noch ein paar raus, weil man weiß mir aktuell gerade wurscht, das muss ich ehrlich sagen. Die haben wir so weg. Würde ich mal aufmachen, ja. Wenn die Blumen, jetzt haben wir es eigentlich so schön arrangiert, dass wir es wirklich kreuzen könnten, die Sachen. Ich habe keine Lust dazu, ne. Die könnte man sogar... Ja, Gott. Ich würde es farblich sortieren. Einigermaßen. Tatsächlich. Die Frage ist, wo pflastern wir die hin aktuell? Egal, wo ich es jetzt hinlege, ich muss in ein paar Wochen wieder angelangen. Garantiert. Das ist irgendwie das Problem dran. Wie machen wir das? Das wären 6. Wie machen wir das? Alles hier oben hintackern. Oder versteifen wir uns doch eher auf das... Ich meine, natürlich wäre der Bereich hier oben beim Campingplatz auch ganz cool. Einfach weil quasi hier so Felder sein könnten, theoretisch. Mit dem Weg natürlich durch. Und hier oben wäre dann, ging es dann quasi, hier könnte man schon irgendwie alles so zuwuchern lassen, ein bisschen, was ja ganz cool ausschaut, was ja, glaube ich, ganz gut dazu passt. Und hier oben quasi könnte man dann die ganzen Sachen machen mit dem, eventuell mit den, müssen wir mal schauen, wie wir das noch machen, mit den Säulen, mit dem überwuchernden Zeug. Und es ist ja doch einiger am Platz hier oben. Nächste, ne?
Also auch eine bestimmte Anzahl an Blumen so pro Sorte und Farbe. Hast du die Menge Blumen? Ja, ich weiß. Ich meine, die Blumen unten müssen weg, ganz klar. Die müssen weg. Ich überlege gerade mal quasi, wenn wir mal Laden hier wegmachen würden und das hier quasi alles so ein bisschen in den Gartenbereich verwandeln könnten. Der Bereich hier unten ist eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Wir können einen Laden da vielleicht sogar dastehen lassen. Eventuell, dass wir so einen Park machen und dann der geht über in Bellas Bereich. Eventuell. Ich meine, hier ist ja schon alles ein bisschen so drauf ausgelegt, so auf Wildwuchs, und ich würde es ja gerne beibehalten. Wenn hier oben der ganze Nadelbereich, Nadelwaldbereich kommen lassen. Das Einzige, was ich ein bisschen schlimm finde, wäre vielleicht der harte Cut zwischen hier und zwischen dem Geo-Bereich. Aber man könnte hier noch abgraben, weil es muss ja nicht gar nicht sein. Und hier könnte man natürlich dementsprechend auch weggraben. Ich könnte hier einen komplett eigenen Bereich machen. Eventuell. Von der Sorte 6 Stück würden langen, einfach zum Züchten. Es wäre halt ein bisschen unförmiger, was mir ganz gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann ziehen wir weg, eventuell. Aber die Bella hin passt auch nicht, gell? Man könnte quasi den ganzen Bereich hier alles könnte man eventuell gartenmäßig machen. Wegen dem Übergang kannst du dich einfach den Steinbodendesign annehmen statt Sand als Untergrund eben Gras. Das hier meinst du Steinbodendesign? Wenn man könnte hier statt Sand als Untergrund eben Gras. Ach, du meinst das hier da? Das quasi auslaufen lassen, aber es ist hier eh schon Gras eigentlich drunter. Ich gehe mal zu der Nuke und mach mal den Campingplatz weg. Das ist das erste. Der muss da oben vorerst eh mal weg. Vorerst. Ach, das Fallverschwundene sein meinst du? Ah, okay. Ach Gott. Wir kommen mal kurz zu ihm. Bringen uns freundschaftmäßig. Machen wir kurz mit.
Schöne Eule. Hüni. Der alte Zocker, ne? Okay. Ciao. Du bist, ich wollte noch was geben, ein Lied, das Schlummerlied heißt. Also kann ich mir gar nicht satt hören. Sieh's als kleine Erinnerung an meine erste Einladung an dich. Okay. Hat wohl jetzt freundschaftsmäßig schon gewaltig ausgebrochen, ne? Weil der zweimal so war. Wirklich ein Liegschenkel von ihm? Okay. Man könnte es ja hier rüber tun noch. Oder hierhin ins Haus. Ich ja nicht. Bis jetzt. Ich mach mal einen Campingplatz hin. Weg. Mal als allererstes. 10.000 kostet das Versetzen, glaube ich, jetzt. Nehmen wir uns. Ich hätte gern Infrastruktur. Und zwar Positionen ändern. Campingplatz. Ja. Hineingezaubert hat das. So, wo machen wir das Ding hin, wo es am wenigsten stört? Vorerst. Wirklich viel so? Strand? Geht es? Jo, eh. Passt. Dann ist das schon mal passiert. Ich glaube, wir machen es da oben hin, ne? Bella, hier wäre cool.
Andererseits passt der Laden hier auch ganz gut rein. Da hat man sich einfach in einen riesigen Garten verwandelt, den ganzen Bereich hier. Es wird zumindest optisch abtrennt. Man könnte überall so Ranken hochwuchern lassen. Hier oben vielleicht so einen kleinen Moosbereich auch. Ich hau mal die ganzen Nadelbäume weg. Es hilft nichts. Wir können es wieder anbauen, es ist nicht so schlimm. Wir sind auf ein paar Tage wieder da, wenn es wirklich ist. Ich mach mal auf. Also Cat Philipp, wenn ihr helfen möchtet, gerne. Dann können wir vielleicht zumindest den Bereich heute mal herrichten. Ach, 202 ist jetzt schon. Die Version. Freunde. Ich habe das Wort Freunde nicht verstanden. Unser eines Haus könnte man ja da hochtackern dann eventuell. Würde schon gehen. Okay, haben wir das tatsächlich? Ja, wir brauchen Pudding oder so Smoothie oder so Zeug. Machen wir mal was Sachen, dass wir die. Was bringen die Smoothies? 2 oder 5 auch? Ich weiß gar nicht mehr. Oder hauen wir es einfach um? Umhauen wäre besser, glaube ich, ne? Wir hauen es um. Ich mach schnell 2 Dreieckste. Was brauchen wir für eine Axt? Ach, Wackelaxt, Holz und Eisenerz. 3 Holz und Eisenerz. Und Wackelaxt. Stein und Axt. Okay. Beste Mucke.
Hello. Oh, mit Zopf. Mit Zopf und Wintermantel. Wir brauchen Äste, normales Holz, Stein und Eisen. Ich muss jetzt weg, bye, bis zum nächsten Mal. Und allen noch viel Spaß. Jessica, Dankeschön. Danke dir und gute Nacht oder viel Spaß, was immer du da machst. Danke dir. Und danke auch dir, gute Nacht. Natürlich. Und bam. Nee, der wird. Ach, scheiße. So, dann einmal. Gute Nacht, Haki und Jessica. Gute Nacht. Ich mache jetzt auch am Weg, wollte nur schnell die angefahrene Veranstaltung beenden. Jetzt aber noch die High. Ich wollte eigentlich was lurken, aber wo hast du nur die T-Shirts her? Die da? Das ist my Spirit Animal. Hause mit zwei Ketten zeigen. Ihr Zopf steht Ihnen außerordentlich gut, Frau Cat. Ja, das hier glaube ich ist von T-Turtle. Das ist ein amerikanischer Versandhandel, glaube ich, was T-Shirts angeht. Die anderen sind von QWERTY, gibt es unter anderem auch. Also ohne jetzt Werbung zu machen wollen dafür, aber da habe ich es halt einfach mal her. Also gekauft natürlich, ganz klar. Und ich habe da 2, 3. Brauchst du eine Axt, Cat? Rodung! Gib mir mal unter Google T-Turtle ein. T mit Doppel-E. Und, oder QWERTY. Wie auf der Tastatur quasi. Nur auch mit T-E-E. Also QWERTEE. Das ist ein großbritannischer, englischer halt einfach. Versandhandel. Yeti gibt es noch, also auch genauso geschrieben mit Y-E-T-T-E. Genau, Mighty ist perfekt. So schreibt man es richtig.
Ah, Mighty. Übrigens, wenn du gerade da bist, cool. Weißt du schon irgendwas Neues? Bezüglich auch Pokémon eventuell? Und zweite Sache, Donnerstag ist ausgemacht, ne? Also Smash und Mario Kart. Pokémon, die strahlende Perle oder scheinende Diamant, glaube ich, wie es heißt, und die zwei. Für die Switch. Du hast strahlender Diamant, okay. Ich weiß nicht, ob es hingehaut hat. Ob wir es kriegen eventuell, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich für strahlende oder scheinende Perle oder strahlende Perle, glaube ich, interessiert. Scheiße. Ach und Marlene, weil du gerade da bist, Dienstag, also morgen, wie sieht's denn aus mit dir? Bist du das Phasmophobia mächtig morgen? Vielleicht hat Herr Machtel schon gefragt, oder Toni kann auch sein. Lea hat auch strahlende Diamant. Ich habe mir die... mir ist eigentlich egal, was ich das krieg. Mir ist echt egal. Aber ich glaube, Perle wäre der erste Bereich gewesen, wenn man es ausgesucht hätte tatsächlich. Ich habe aber die alten nicht gespielt. Ich werde morgen in der Filiale anrufen und wenn es welche haben, zurücklegen lassen und dann eventuell, wenn ich Zeit finde, abends hinfahren und holen. Ach, sau cool. Ach stimmt, die hatten es nicht, hast du gesagt gehabt, gell? Genau. Ich bin jetzt voll und ganz da, hab leuchtende Perle. Ja, leuchtende Perle werde ich... Also, wenn leuchtende Perle funktioniert, hätte ich gern die. Aber ich nehme beide, mir egal. Ja, Angebot raus, wenn sie nicht auf Lager haben, ja. Bin immer überlegen, ob ich meins dann verkaufe. Tauschpartner hast du jetzt ein paar, Cat. Also ich werde mir es auch holen. Also hast du schon eins gekauft, Mighty, für dich, oder wie? Ach stimmt, weil ich habe Metroid Dread hast du für mich jetzt, glaube ich, gell? Und ich weiß nicht, was sonst noch cool ist, keine Ahnung. Aber ich nehme das dann von dir genauso. Also mir ist es wurscht, ob Diamant oder Perle. Ich sage vorzugsweise Perle. Erstmal, aber mir ist egal. Also unterm Strich ist mir egal, hauptsächlich kriege ich eins. Welches hast du? Du hast, glaube ich, Perle früher gespielt, dann hast du jetzt quasi, glaube ich, Diamant geholt, oder? Hätte schon Lust, aber meine Kleine ist heute erst um kurz noch mal eingeschlafen. Das heißt meistens, dass sie was hat. Wenn ich hoffe, dass morgen alles wieder normal ist, muss ich vielleicht kurzfristig absagen. Ah, okay, Marlene, kein Problem, kein Problem. Ja, Philipp, warte mal, Philipp. Nicht alles weghauen, warte mal kurz. Ich habe noch keins von den neuen, aber mir schon ein bisschen was dazu angesehen. Ja, hat die Pearl auf dem DS. Ah, okay.
Hier oben, wo wir sind, muss alles weg erstmal, ja. Die Blumen und das Zeug. Das ist sogar Leiter daneben, Philipp. Also. Da ist sogar fester Leiter dran. Aber im Prinzip ist doch genauso wie Ding, ist doch genauso wie, ich hab's alte nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab da nicht recht lange nachgefragt. Ich hab mir gedacht, ach cool. Sag's mal, ein Pokémon ist so wurscht. Hab da nicht recht. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es ausschaut wie die anderen zwei. Schild und es ist, glaube ich, schon eine Umsetzung, ne? Also eine Portierung. Ja, leider eben nicht. Achso, okay. Es ist so wie Ding, so wie, ja, Rückschritt grafisch. Da muss man es echt vorher nochmal anschauen. Aber, na. Jetzt hat mir dann Luigi's Mansion überholt. Ich schau mal kurz mal mit. Jetzt kann ich mich endlich voll und ganz Pearl widmen. Ich bin nun endlich komplett fertig um meine Insel in Animal Crossing. Ach cool. Warte mal. Pokémon. Ja, scheinende Perle, oder? Ach, das ist wirklich so eine Draufsicht. Ach scheiße, ich dachte, das wäre so gewesen wie Ding, wie die anderen quasi, wie das Schild und Grafisch schon für das Game an sich aber super. Die Remakes wurden halt nicht vom Game Freak entwickelt, sondern von Ilka, die auch Pokémon Home entwickelt hatten. Ah, okay. Ich bin ein Poké-Fan. Das denkst du nur, dass du fertig bist mit deiner Insel. Meistens kommt es anders. Also. Ach, leuchtende Perle heißt es. Leuchtende Perle. Noch kannst du abschwenken. Achso, werft sie weg, verkauft sie, werft sie weg, tut was wollt. Die Blumen da oben habe ich 1000-mal gehabt. Andererseits für 37 kaufen und dann für 45 ist auch ein gut Deal. Ich habe es ehrlich gesagt nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt irgendwie voll drauf, dass die so ausschauen wie die neuen quasi. Wie die, wie heißen sie denn? Ja, Schild und Rüstung. Ich weiß nicht, wie das zweite heißt halt. Die zwei quasi. Dachte ich mir. Sword und Shield, ja genau sowas. Ah, genau. Ich dachte, dass sie so ausschauen. Die Blumen müssen alle weg und aber irgendwie sortierterweise irgendwo hingepflanzt werden, wo sie Platz haben, Philipp.
Wobei hier eventuell... Legenden Arco ist dann was das ich meint. Dann habe ich das verwechselt. Dann habe ich das verwechselt. Also einfach mal alle weg und irgendwo enger, viel enger zusammen. Vielleicht, dass wir es hier wirklich hier in dem Bereich enger zusammenpflanzen, wo Fatima ist einfach irgendwo. Kannst aber auch übrigens gar keinen nehmen. Ja, ist schon klar, ich überlege glaube ich dann Luigi's Mansion eventuell. Achso, am Strand kann man auch hinbauen, das geht auch. Stimmt, am Strand kannst du auch hinbauen. Strand ist gut. Marlene hat recht. Der Legenden Arcos ist etwa wie Schwert und Schild mit dem Charakterbau. Ah, okay. Ich glaube, dann lasse ich es direkt. Luigi's Mansion. Wenn sie es haben. Mighty. Haben wir eh schon angeschaut und hat mich interessiert, aber dachte, komm, Pokémon hast du schon lange nicht mehr gespielt, ist eh mal lustig wieder. Aber dann, ja, ich kenne die alten zwei tatsächlich. Auf Strand vermehren sie sich auch nicht. Ah, okay. Ja, das ist klar, jeden Tag, wo ich mal reingehe, ich muss in Genshin rein. Ja, Genshin. Ich habe irgendwie viel zu spielen und viel zu wenig Zeit, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, jetzt dann über Weihnachten streame ich wieder ein bisschen mehr. Also, habe ja wieder mehr Zeit, glaube ich. Dann kommen auch wieder öfter Nachmittagsstreams. Aktuell ging es einfach zeitlich nicht. Ich frage jetzt mal vorsichtig, Mighty, wir haben einmal auch noch was ausgemacht gehabt, so eventtechnisch. So Kleinigkeit, was wir schon mal gemacht haben, bloß ein bisschen anders. Ist aktuell ein bisschen kurzfristig, würde ich sagen, oder? Ich muss Urgestein für den bald kommenden neuen Charakter sammeln, damit ich ihn bekommen kann. Ah, okay. Ich habe noch so viele nicht. Bis aktuell mit Hutao schon zufrieden, dass ich die habe. Oh. Also jetzt irgendwie geht, die zwei farblich ein bisschen sortieren wäre cool. Zumindest grob. Hutao. Ich habe lustigerweise alle gekriegt von der einen Liste, da sage ich jetzt mal. Was war das Komische? Also Hutao tatsächlich nur einmal, die anderen alle doppelt und dreifach teilweise. Was mich echt wundert. Haben wir wieder weniger Glück, was das Zeug angeht.
Das ist faszinierend, du hast so viel Platz auf deiner Insel, mein Platz geht schon wieder aus. Ich weiß gar nicht, was wir den Platz machen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie. Ich weiß gerade irgendwie, deswegen habe ich jetzt den Garten gesagt, den mache ich so groß. Gut, da war ein riesen Blumenfeld, glaube ich, bei dem Marlene, gell? Darf man leider vernachlässigen. So was mache ich vielleicht in dem Bereich hier unten auch. Mal schauen, was, weiß ich nicht genau. Je nachdem wie der Garten wird, den wir da umhin pflastern. Ich merke schon. Wahrscheinlich so später keine Dinge mehr frei. Ich finde das gar nicht so riesig. Also kann sein, dass ich in ein paar Wochen anders denke. Aktuell finde ich schon noch. Sind halt nur alle Sorten. Ja gut. Der beste Schaufler. Allerbeste Schaufler. Lupo denkt sich WTF. Das warte ich mal drauf, dass sich einfach mitten in die Mitte reinsetzt. Machen die ja gern. Nee. Aber gut, dass wir noch mal geredet haben, schau. Ich mag die Pokémon-Dinger schon, aber... Ich hätte was anderes erwartet. So was wir vielleicht doch vorher noch anschauen, nicht einfach blind kaufen. Aber ich bin fast gespannt, wenn jetzt wirklich nochmal in irgendeiner Weise, ich sag's einfach mal so, nochmal so eine Art Lockdown kommen müsste, sollte, würde, dürfte, könnte, dann glaube ich, gehen die Pokémon-Dinger auch durch die Decke. Nochmal was. Oh mein Gott. Geht hier? Nee, hier geht nicht.
Was? Also überhaupt kein Thema, nicht mal eine Kartoffeln. Das sind die Punkte da. Zum Hernehmen. Also viel Platz jetzt einfach mal ist, ne? Ach, das sind die Dinge am Pullover, ne? Der muss echt ein paar verkaufen von den Dingen. Also die schwarzen Sachen heben wir alle auf. Es beschweren sich ja viele, weil es halt in dieser Chibi-Form ist und die halt nicht wieder beplatin ist. Aber hast aber viele vergessen, es ist kein Platin-Remake, sondern halt von Diamant und Pearl. Also bis auf die Chibi-Form würde mich jetzt tatsächlich nicht stören, aber ich habe jetzt irgendwie ich habe halt quasi das erwartet wie bei ja, den anderen zwei. Hi, kennt sie. Somtech, hallo. Willkommen und grüßt euch. Hey. Welcome. Alles gut bei euch? Hellblau, ja. War Absicht. Nur für dich kennt sie. Hast du einen Hasen im Real-Life-T-Shirt? Hast du blaue Rosen, die ich haben kann? Wenn ich das will. Sonntag, hey, grüß dich, hallo. Wie viel brauchst du, Marlene? Also ich habe 4 oder 5, glaube ich. Ich dachte mal, ich lade die Rasselwände hier mal ab. Die Rasselwände. Was habt ihr gespielt? Ach, der Timer Somtech ist eigentlich nur dafür gut. Man kann mir quasi verbieten, bestimmte Wörter zu sagen. Ich dachte mir schon, Marlene. Vielleicht. Wer weiß. Erst Pokémon, dann haben wir noch kurz auf Animal Crossing gewechselt. Ah, okay. Wie das neue Pokémon, also das strahlende Perle und scheinender Diamant. Ich glaube, so heißen es. Mercy Maus, hi. Grüß dich, hallo. Ist kennt sie nicht. Die Frage kannst du selber beantworten, Marlene, schon her. Keins ist der Inbegriff des Bösen. Diamant habe ich mir geholt, ich fühle mich nicht so als Perle. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt aktuell
ich hätte mir Perle geholt. Oder holen wollen. Aber habe jetzt irgendwie heute erst mal richtig nachgeschaut, wie die eigentlich ausschauen. Ich habe mir das irgendwie als die anderen Teile vor. Ich hatte andere Erwartungen. Sagen wir es einfach so. Ist nicht schlimm, aber ich glaube, dass wir dann doch nicht so Spaß machen, wie ich mir gedacht habe. Hashtag nicht Support. Kennt sie. Aber wie gefällt's dir? Sonntag meine ich. Und kennst du die alten? Die Originalen? Es gibt Preise ab 10 Vergehen. Das wäre mal neu. Gesponsert von Kenzie. Ich fand das für mein Empfinden ganz in Ordnung. Bin jetzt nicht so der Mega-Pokémon-Spieler. Ich eigentlich auch nicht. Ich kenne die alten. Ich habe die, also wirklich die ganz, ganz alten. Ich habe die rote, die blaue, die gelbe dann. Also mit Pikachu quasi. Ich habe, genau, Game Boy, bei mir auch. Und ich habe es für Nintendo 64 hatte ich die Pokémon Snap. Glaube ich, hießen sie. Und Stadium. Philipp, es gibt so viele Gerüchte auf dieser Welt. Stadium hatte ich auch. Ja genau, du meinst, jetzt hatten irgendwie viele. Kennt sie bis bald. Habe die. Bis Hardgold und Soul Silver alle gezockt, dann wieder Abschwertschuld. Von den neuen habe ich noch gar keins gespielt. Also ich habe die für den Game Boy hatte ich alle gespielt, für den, ich sag mal, bis 3DS, glaube ich. Und dann für die Nintendo 64 Spiele hatte ich auch. Aber da war es eigentlich schon. Also ich mag die an sich schon, aber irgendwie war ich dann immer mehr so der Zelda-Fan. Oder Metroid, was man da geholt habe. Ja, Pokémon. Alle gespielt auf der Handheld-Konsole. Okay. Alles viel. Machen wir Dinger hin, die komischen. Hast du schon Platz für die Cat? Zelda Randomizer? Ne, die Originalen. Also auf Konsole, also auch heute, wenn jetzt wieder ein neues Zelda rauskommt für Game Boy, safe. Hole ich mir auf jeden Fall.
Das hier ist alles voll. Hier ist voll. Cat. Welche Farbe? Rot. Ich brauche eine neue Schaufel. Was Philipp? Ich mach da schon eine. Dann erstmal danach das Strand wieder freigeben. Ja, ja, ich zünd dich einfach an. Das passt schon. Brennt ganz gut. Seit Pearl habe ich dann jedes Pokémon gespielt. Ah, okay. Ich glaube, er hat irgendwie, keine Ahnung, nicht so wirklich was gegeben. Ich mag die zwar irgendwie, aber irgendwie sind sie immer an mir vorbeigegangen. Die neueren dann quasi. Auch Shield und Sword, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich lange überlegt, ob man es hole. Hab's dann doch nicht getan. Dann haben wir gedacht, dass das neue wäre vielleicht ganz interessant, aber ja gut, das ist mal, ich glaube, Luigi's Mansion ist bei mir die bessere Version tatsächlich aktuell. Gammelrübe. Hast du da eine Schaufel gemacht, Cat? Philipp, wo bist du? Alle, okay, alles viel. Ach, scheiße, okay, ich hätte gerade nicht gemacht. Wo hast du die restlichen Kosmen hintan, Cat? Oh mein Gott, hier ist alles voll. Hier ist alles leer. Achso, hat auch mal das gepasst. Ja gut, ich habe noch ein paar andere. Ja, du sind auch so viele Bäume, ne? Ach Gott. Beste Schaufel EU West. Oh Mann. Jetzt soll es kennen.
Alles so leer. Okay. Dann halt so. Das wieder gerne beim Arbeiten helfen, aber auch die Augen-Fuß-Konnexion nicht mehr. Halt, jetzt bin ich müde. Kein Problem, Marlene, kein Problem. Dankeschön. Ich bin froh, dass mir die zwei helfen. Ich würde das, was ich, wie viele Stunden dranhängen. Hier sind Tulps. Weiß übrigens jeder, die Mehrzahl von Tulpen sind Tulps. Also nur zur Info. Weiß mal, wer fragt, ihr wisst das jetzt von mir. Aber sagt doch, dass ihr es von mir wisst, weil sonst werden die anderen neidisch, ne? Und dann, das wollen wir nicht. Ach Gott, Kacke. Oh ja, Stunden, das habe ich auch gemacht. Ja, ich hab's gesehen von dir, das Feld. Ich hab's gesehen. Was denn, Philipp? Kannst du mir mal die Tulps geben? Was ist los, Philipp? Was ist los? Wo jetzt graben oder fällen? Ach so. Die Hyazinthen müssen wir weg. Ja, die hier müssen weg und die Hyazinthen müssen weg. Hier oben quasi auch noch. Was ist jetzt los? Philipp, bist du weg? Du bist rausgeflogen. Ich hätte so eine Viertelstunde, 20 Minuten machen wir noch. Aber mir auch? Achso, das Drehen. Ah, Verbindung war bei dir okay, alles klar.
Hyazinten waren meine Anfangsblumen. Hyazinten. Ich glaube, meine waren die, ach Gott. Ja, zupf sie ab, komm. Meine gleich waren die Mohnblumen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben es gleich, das passt schon. Das passt schon. Lass gut sein. So, eine Viertelstunde machen wir jetzt vielleicht noch ganz grob und dann höre ich eher auf für heute. Bin aber froh, dass ich dachte nicht, dass wir so viel schaffen heute. Und danke euch zwei. Wie geht es ruckzuck? Ich habe noch einen Haufen Tulps vor allem drauf. Tulps ist so blöd, ne? Ah. Philipp, du kannst höchstens kurz schauen, kann es sein, dass du da welche im Inventar hast, Tulpen? Oder, ach, oder waren jetzt alle weg, weil ich, ach, die haben wir wieder, ich hab die wieder im Inventar. Kate, du wahrscheinlich auch, ne? Kätchen, hat dir meine Post gefallen oder hast du das schon Tulps vergessen? Ich glaube, weil Philipp rausgeflogen ist. Genau, weil die Dinger hatte ich auch hier hinten gepflanzt. Ich schau mal, ob ich es jetzt richtig mache. Schau ich gleich, was sie hintackert haben. Was Neues, cool. Una raus. Ach genau, die sind auch noch offen. Meine sind abgezählt. Und dann muss ich sie züchten, wenn du Tulps brauchst. Weißt du. Ich muss mal schauen, ich werde jetzt, ich tue jetzt mal die von der Erde noch weg. Wir haben eh viel zu viele. Ich glaube, es reicht dann wirklich, man sagt, man hat von jeder Sorte 3 oder so. Oder. Viel zu viel, ja, ich weiß. Sind viel zu viel.
Ich wusste einfach nicht, was wir machen sollen damit, aber ich dachte, da komm, tu mal raus. Habe ich wie Bock gehabt, Blumen züchten. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass man die ins Lager tun kann. Ja, das war dumm. Wenn jeder sagt, 8, es war schon viel. 8 oder 10, das war ziemlich viel. Also ich meine, dass 8 blaue Tulpen, 8 schwarze Tulpen, so meinst du, oder? Oder insgesamt 8 Tulpen. Ja, zünden. Ah, okay. Von jeder Sorte, jeder Farbe. Ah, okay. Ich muss mal hinschauen zu dir. Hyazinthen. Ja. Ich mag Hyazinthen. Die Pferdeblumen. Die Hyazinthen. Eigentlich müssten wir auch alle Blumen verkaufen und alle Pflanzen verkaufen und dann einfach mal komplett bauen und dann alles wieder hinpflastern. Moment mal. Ah, Entschuldigung. Ich muss kurz niesen. Ich... Hatsch, ja. Das andere, welche, mein Gott, sind so viele Blumen da. Ach Gott. Ah, die Kosmeen sind auch noch da. Cat. Rot-Hyazinthe und Gelb-Hyazinthe. Die blauen Rosen, die grünen Chrysanthemen und die Lianen, die lilanen Stiefmütterchen habe ich mehr, weil ich ewig brauche. Habe ich bis die hatte. Ah, okay. Es gibt aber auch so besondere Formen, das habe ich schon mitgekriegt, die wird ziemlich lang dauern. Und das habe ich schon mitgekriegt. Du. Und dann noch du. Du und du. Und die anderen Golden haben wir weg. Genau, am gleichen Ding dazwischendurch, ne? Ne, gut, aber nice. Da können wir nächstes Mal zumindest schauen.
was wir an Ding an... ja gut, wir haben jetzt die Bäume weg, wir haben jetzt einen Platz. Jetzt müssen wir nur noch umsetzen, was wir vorhaben. Ich muss mal schauen, wann ich das nächste Mal Animal Crossing mache. Donnerstag, wie gesagt, wird jetzt eigentlich... ich glaube, da ist was, das ich jetzt nur falsch gemacht habe. Den umzulackieren. Wen den umlackieren? Wir haben zumindest jetzt einen Platz dafür. Es ist bloß die Frage quasi, was wir machen. Und wie wir es machen, vor allem. Das ist ja vielleicht, wenn ich mal dazukomme, die nächste Zeit, werde ich mir mal anschauen. Also die Blumen falsch gezüchtet hast du. Ich muss schauen, weil morgen wird es Fastmo sein. Mittwoch kann ich leider nicht. Donnerstag haben wir jetzt Mario Kart und wahrscheinlich Smash auf dem Programm. Also Kätzchens Geschenk umlackiert. Ich einfach so kurzes Zeug, dann haben wir das ein bisschen was auf Vorrat. Da können wir nämlich die Dinge auch schon, das ist uns auch nicht mehr so wichtig. Ich auch nicht, habe Wolf auch gleich einen geschickt. Aber wenn es kein Lamborghini ist. Achso. Wolf ist Dinger, Wolf ist Autos, ne? Ist hier leer! Denken sich alle WTF. Also jetzt haben wir wirklich Platz. Lecco mio. Aber wir machen es da oben hin. Soll ich... Den Laden lasse ich mal da. Die kann auch da bleiben. Du bist auch in einen Kleinwagen erben, wird es gar nicht teuer. Ich glaube aktuell nicht. Ich habe die glaube ich von Dagi schon gesehen. Das ist so kleine Lambos oder so gibt es glaube ich ja. Ja, Platz habe ich gehabt ohne Ende. Ich könnte alle einziehen hier glaube ich. Toni, du, Marlene, Dagi, Philipp, Luna haben alle Platz. Wäre echt cool, wenn sowas ging. Aber denke ich, hätten wahrscheinlich manche noch viel mehr Probleme mit ihrer Insel. Also unabhängig von dem, es ist ja gut, wenn wir viel frei haben. Oben der Bereich mit Bella ist ganz cool. Ich schau mal, vielleicht kriegen wir sogar Fatima und Froni integriert. Oder Fatima zumindest. Fatima so als Reh ist ja ganz gut eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Gunnar und Froni würde ich in denselben Topf stecken. Irgendwie, so als Straßen oder Bereich. Vielleicht zu den Läden. Mal schauen. Die zwei weiß ich noch nicht. Aber Fatima und Bella kommen, glaube ich, zusammen. Yoshina hat unten links seinen Platz dann, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Und der mittlere Bereich, ich hätte quasi dann, vielleicht ziehen wir die Läden sogar noch um. Ich hätte vor, dass ich vielleicht mit ein, zwei Accounts, die ich noch mache, eben wie gesagt noch Sachen hinmache. Ich will noch ein Kino hinbauen, ich will noch einfach ein paar so einzelne Dinger. Also Vergnügungssachen, ein bisschen ein paar so Häuser noch hinbauen.
Vielleicht machen wir da so einen kleinen Stoppbereich in der Mitte. Oh, hat er heute mit dem Wagen angegeben. Nee, heute nicht. Das letzte Mal schon, Marlene. Mit dem Lambo. Wie ich letztes Mal bei ihm war. Kannst du sogar schauen. Der letzte Stream, der zweigeteilt war. Ist auf Twitch und YouTube ist auf beides drauf, ja. Da habe ich Tage abgesucht auf der Insel, haben wir einen Friseur angeschaut und alles andere. Und da hat er auch unter anderem den Lambo herzeigt. Muss mal schauen, das zweite Video müsste sein, weil ich war zuerst bei Lea und bei Lea auf der Insel ist mir das Internet abgeschmiert. Also muss das zweite Teil von der Insel, vom Video sein. Was habe ich noch? Das ist neu. Das habe ich ja. Das sind die 3 neuen. Was du? Vize? Also so cute. Die Schiene überall. Die Schiene macht so süß, gell? Vize, cute. Na gut, aber immerhin. Na gut. Oh ja, süß. Das geht. Vielen lieben Dank schon mal. Auch Philipp, dir Dankeschön fürs Helfen. Dann können wir nächstes Mal anfangen. Dankeschön, wie gesagt, nach 2 Jahren. Also hier, wäre glaube ich ganz cool, ha? Hier in dem Bereich wirklich ein Stadtviertel. Ich meine, das Rathaus ist da, der Flughafen ist da. Ich kann mein Haus hier stehen lassen irgendwo. Dann mache ich Gunnar und Froni zu mir dazu. Die Schneiderei kommt hier hin. Die muss eh weg wegen Yoshino. Ein Laden weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt der Laden auch hier runter oder er bleibt da, weiß ich nicht genau. Mal schauen. Dann machen wir hier mit mehreren Accounts vielleicht, so nach und nach hat er ewig Zeit. Kann man quasi hier vielleicht noch ein paar Häuser hinmachen. Eben wie gesagt, ein Kino, Fitnesscenter, einfach so Sachen. So in die Richtung. Vielleicht auch Schule, so Zeug einfach. Hier. Platz ist er hier ohne Ende. Und oben dann den Bereich, oder vielleicht auch Campingplatz mit Wald, also einen kleinen Bereich links dann vielleicht wieder hin. Hier. Hier könnte man da so einen kleinen Waldbereich hinmachen mit Campingplatz. Ist ja auch Platz, wie nochmal was da. Und da oben dann eine ganze Gartenzeugs. Das geil passt so grob. Ist eine grobe Richtung. Ich glaube, sagen so verbleiben wir aktuell. Ja gut.
Ihr Lieben, ich würde sagen, für heute belassen was. War halt nur umräumen, aber danke schön und Gott sei Dank, dank Cat und dank Philipp, ist es einigermaßen schnell gegangen. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Morgen auf jeden Fall bei Fastmodern wieder. Marlene, wie gesagt, wenn du dabei bist. Das Kätzchen, du bist immer so lange wach, schlafen liegt so lang. Marlene, wenn du morgen dabei bist, gerne. Ansonsten, wenn nicht, ist schade, aber auch nicht so schlimm. Also, wie gesagt, sag mal ruhig Bescheid, ist kein Problem. Und gut, wir sehen uns hoffentlich morgen. Sage ich mal. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Nacht. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen bei Fastball wieder vorbeischaut. Alles klar, gut.